Okay, ich denke, es ist Zeit, langsam etwas loszulegen. Ist die Lautstärke ist, glaube ich, gut. Kann man, glaube ich, mitarbeiten. Dann würde ich sagen, sagen wir mal Hallo. So nämlich. Und ich muss hier das Ding mal kurz ausmachen, weil das stimmt ganz überhaupt gar nicht. Das funktioniert heute nicht irgendwie. Keine Ahnung. Muss ich mir das nächste Mal angucken. I don't know. Ja? Guten Tag und so, ne? Das ist, schönes Wetter. Es kommt auch noch ein wenig Sonnenlicht in mein Zimmer rein. Mal gucken, wie lange noch. Ich werde gleich irgendwann im Dunkeln sitzen, im Laufe des Streams. Ja, heute wieder Metal Gear Solid Peace Walker. Ich möchte da ein wenig Fortschritt machen heute. Bisschen weiterkommen. Werde ich heute wahrscheinlich nicht beenden. Aber ja. Ja, ich habe heute Zeit. Ich muss morgen nicht arbeiten. Ich muss also nicht früh ins Bett. Ich muss nicht früh aufstehen morgen. Das heißt, ich kann heute schön lange machen. Und das wird wahrscheinlich ein langer Stream heute. Mal gucken. Ich hab noch etwas Kaffee. Ich hab Wasser. Und ja, sonst ist nichts vorbereitet. Ja, ich gehe einfach mal. Ich switche mal mein Hauptdisplay hier um. Wenn das funktioniert, kann ich auch die Szene wechseln. Nein, es funktioniert nicht. Technik ist wieder etwas widerspenstig heute. Come on. Ich habe ein Bild, ich höre auch was. So, dann machen wir mal hier die Musik aus und dann gehen wir rein in Metal Gear Solid Peace Walker. Ich bin mir gerade nicht mehr. Ich glaube, ich habe an einer richtig beschissenen Stelle aufgehört, weil ich müde war. An einer richtig miesen, asozialen Stelle, wo ich mich gleich erstmal wieder schon aufregen werde. Weil ich glaube, die nächste Mission war ein Panzerfight oder so. Wenn ich mich recht erinnere. Dann bin ich ganz ehrlich, habe ich absolut überhaupt keinen Bock drauf. Aber muss ich jetzt durch. Boah, ey, da habe ich so keinen Bock drauf. Okay, ich bin schon fast 5,5 Stunden drin. Achso, klar, erfolgreich, ja. Kann man in die Fails gucken? Hab ich erst zweimal verkackt? Könnte sein. Klingt nach sehr wenig. Guck mal, hatte ich hier Neuzugang? Nein. Up. Delivery, ach ja, ne, das ist Koop-Kram. Ich will es nicht canceln. Ich glaube, es wird gerade alles erforscht, was ich erforschen kann.
Dann gehen wir in die Mission. Ich guck mal kurz, ob es zum Aufwärmen eine Nebenmission gibt, die ich machen kann. Nicht Main Ops, Extra Ops. Eine Fulton Recovery Mission. Guck mal. Ich glaube, die mache ich mal noch eben. Zum Warmwerden. Here's a rundown of your mission. This one's perfect for a warm-up. Nice and easy. Don't let yourself get lazy though. Stick to it and get the job done. Wieder an, ich hatte eine zweite Kamera eingerichtet. Ich sehe gerade nicht mehr wo. Da. Ich glaube, ich keinen Shortcut für. Aber es ist auch egal. Beim nächsten Mal. Singleplayer, weil hab keinen zum Vorspielen. Mission Prep, wir gehen nicht als Snake rein. Wenn das ginge. Mit Alligator rein. Wo sind wir überhaupt? Plus. Oder so. Ich guck mal kurz. Na, Treebug. Survival. Na, ich denke, damit sollte ich auskommen. Kann man noch Smokes mitnehmen? Vielleicht noch. Sollte passen. Hier mal rein. Zum Aufwärmen erstmal, ja? Erstmal zum Aufwärmen, hier so eine Nebenmission. Weil gleich wird's schlimm. Gleich wird's schlimm. Ach, die Map ist das. You need to use Fulton Recovery on all the soldiers. Be careful not to kill anybody. Oh, ich habe ein Zeitlimit, das ist ja gemein. Okay, wie ging das Spiel nochmal? Die Steuerung ein wenig vergessen. Okay, ne, ich muss hier runter. What was that? Da oben. I'm seeing things. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Jetzt brauche ich die Fulton. 1.
helicopter. 3. Fulton recovery helicopter is complete. Fulton recovery subject confirmed on board helicopter. Und 4. Rekordzeit würde ich sagen. Mission complete. The folks back at Mother Base will be thrilled. Das ging schnell. Aber zum Warmwerden reicht's. Wahrscheinlich, hoffentlich. Ey, sogar ein A für bekommen. Cool, eine neue Uniform, die ich nicht benutzen kann, weil die PvP-only ist. Wow. Hobby-Magazin kann ich jetzt erforschen. Ich kann Parfüm erforschen. Weiß nicht mehr, wofür das Parfüm war. Ja, tschüss Elgato. Hm. Das ist blöd. Kommt die jetzt wieder? Also auf dem Hauptbildschirm habe ich ein HDMI-Signal. Ah. Ich starte die mal neu. Die Software. Ich habe vor kurzem was habe ich nochmal gemacht? Ja, ich habe meinen PC geupgradet. Und da habe ich Kabel hin und her gesteckt. Es kann sein, dass ich die Elgato jetzt im falschen USB-Port drin habe, aber ich meine nicht. Das wird der richtige. So, jetzt habe ich. Jetzt muss ich. Ach Mann, jetzt habe ich hier auf dem Hauptbildschirm wieder kein Signal. Ich brauche einen Moment. Kann sich nur um Stunden handeln. Aber jetzt. Ich habe Sonic Eye. Ganz kurz die Kamera aus. Ich hab Sonic Eye freigeschaltet. Das ist ein Sensor. Der nahe Geräuschquellen darstellt. Ja. Cool. Ins Cologne. Alligator gelevelt. Wolfinch? Warum bist du denn das Level up? Was habt ihr gemacht, Leute? Guck noch mal kurz das neue Staff an. Auf einmal
Achso, ich wahrscheinlich einen für die erfolgreiche Mission geschenkt bekommen nochmal. Manta-Rochen, der ist Team Medic. Kudu ist Team Mensa. Civet ist Team Combat. Du, Badger, bist ganz knapp Team Mensa. Plover ist Combat-Team. Und ich habe Items, die ich jetzt forschen kann. Clone. Wo ist denn das Magazin? Ich habe da jetzt Sachen für ein Magazin freigeschaltet. Das ist bei Other? Nee. Was bei Weapons? Ach, nicht eine Placeable Weapon, oder? Was ist das? Third Magazine. Ne? Liquid Magazine? Okay. Sind das die beiden Sachen, die ich jetzt da gefunden habe? Egal. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Ich muss jetzt diese Kack-Mission machen. Tank Battle T72U. Snake, that's an enemy tank unit. Either neutralize the soldiers or destroy the tank. Get them. Ja. Briefing-Files, interessante Briefing-Files dazu, na. An enemy tank. Is there somewhere you can hide, boss? There are train cars, but they won't hold up against a gun like that. Even a freight train? Incredible. But they keep me out of sight, temporarily. Use them to look for an opportunity to hit its treads or the fuel tank at the back. But Don't forget about that gun, huh? or the soldiers. They may try to flank you. Right. You can also stop it by taking out all the soldiers. You can do it, Snake. Das ist der Plan. Das ist mein Plan. Alle Soldaten ausschalten. The supply staging point is at the eastern foot of Irasu. There's a rail terminal there. They'll probably transfer the nuke from the train onto a truck. Gotcha. I'll have to catch them while they're moving the cargo. But you might run into El Basilisco. Keep your eyes peeled, Snake. An 80-foot-tall walking behemoth. The CIA's new weapon? Could be. Too bad it's not actually a dinosaur. Ein Dinosaurier wäre schon cool. I think they're testing it up at the base on top of the mountain. I met a guy in Russia who described it as a metal gear linking infantry and artillery. Metal Gear. I've got a bad feeling about this. Like maybe it's connected to everything that's happening here somehow. The nukes? You don't think... What else could it be? If it is up there, I'll just have to improvise. Either way, I won't know until I get there. Watch your back, Snake. Ich finde das witzig, jetzt wo Snake seine eigene Operation hat und irgendwie seine eigenen Sachen macht,
hat der interessantere Dialoge. Also er hat er äußert seine Gedanken so richtig. Das hat er irgendwie vorher nicht so viel gemacht. Hat so aufgefallen. Was hast du noch irgendwo? Ah. As I said before, building railroads in Costa Rica was a dangerous job. A lot of men died, and sometimes they stopped work altogether. This is one of those places. They had to cut through steep terrain, so when they finally made it through, they just built the rail terminal right there. And that is why they named it El Cadalso. The gallows. Charming. I'm surprised the construction money didn't dry up the way Das hab ich aber things schon were going. gehört. Actually, it did. But the bananas helped complete it. So they say. You mean the energy the workers got from eating bananas? Das hatten wir schon. Oh, I suppose they do have. Das hatten wir schon. Oh. Okay, Mission Prep. Einen Supply Marker könnte ich gebrauchen. Das Magazin werde ich nicht brauchen. C4 wahrscheinlich auch nicht. Ich muss aber die M16 wegpacken, weil ich brauche, um den Commander von dem Tank rauszubekommen, einen Raketenwerfer. Und ich glaube, ich würde das RPG mitnehmen, weil das einmal mehr Muni hat. Sonst müssten die Stats eigentlich sehr ähnlich sein. Eieiei. Ich glaube, ich brauche hier Dreck. Irgendwas, was gut oder halbwegs gut im Dreck ist. Ich glaube, ein A. Das. Nehmen wir DPM. Survival. Okay, dann gehen wir rein. Wieder die andere Kamera rein. Neutralize the enemy troops. They're trying to find you. Make sure they don't. Ich weiß nicht, was die Route von dem Ding ist. Nee, die sind zu weit weg dafür. Mal das Spiel einen Ticken leiser. So. Euch im Stream. So, ich muss auf einen guten Moment warten.
war ich noch eine Minute. Ich wollte eigentlich was einstellen. Boah, ich werd jetzt verkackt haben. Naja, das war's. Okay, dann addieren wir mal einen Fail. Get up, Snake! Without you, Costa Rica's finished! Snake! Ah, ich wusste, das wird schlimm. Oh, ich hab mich verschrieben. Neutralize that tank unit. You can do it. They're trying to find you. Make sure they don't. Das hört keiner, oder? Nee. Könnte versuchen, mich da hinter diesem Holzstapel zu verstecken. Gut. Warten, bis ich da außer Sichtweite bin. Und wenn ich... Der hat das gehört. Seeing things. Enemies close by. Seeing things. Komm doch einfach hier rum, was ist mit dir? Seeing things. Seeing things. Nee, die wollen irgendwie nicht. Also hier den Wagen da vorne, den schießt der Panzer jetzt gleich einfach oben. Main cannon ready to fire! Fire! Will das Ding das hier umschießen oder was? Ja, fuck by life, Alter. Okay, das ist gut zu wissen.
Komm hier rüber. What's that? Sollst hier rüberkommen. Hier hin. I'm seeing things. Okay. Enemies close by. What's that? I'm seeing things. Nein, hier hin. Enemies Komm close hier hin, by. bitte. What's that? Ja, komm mal hier rum. Komm mal hier rum. Find's raus. I'm seeing them. Fulton recovered a helicopter. Okay, and complete. einen habe ich schon mal. Gut, dass ich 100 Magazine, leere Magazine dabei hatte. Die werde ich vielleicht alle brauchen. Ich möchte merken, dass von da hinten die Leute nachkommen. Okay, Panzer macht funny things. Enemies close by. Der beide kommen? Oder reicht? Das reicht, wenn einer kommt. Leute. I'm seeing things. Hallo. Hier. Enemies close by. I'm seeing things. Enemies close by. Es ist schlecht, dass sie zu zweit kommen. What's that? I'm seeing things. Ha! I'm seeing
What's that? Komm und find es raus. I'm seeing things. Komm, werd bewusstlos. Alter, der hält viel aus. Okay. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. G2 habe ich schon. Oh, das wird schlimm, ey. Das wird richtig schlimm. Bleib einfach jetzt hier. Hier fühle ich mich sicher. Halbwegs. Ich meine, der Panzer kommt auch nicht hier rein. Ich hoffe nur, der schießt die Waggons jetzt nicht wieder durch die Gegend. Komische Route fährt der Panzer, ganz ehrlich. Der jetzt hier rum? Oder fährt er jetzt da hinten im Kreis? Die ganze Zeit. Das fände ich richtig kacke. Okay, ne. Oh. Zwei laufen jetzt hier rüber. Die zurücklaufen. Enemies close by. What's that? Komm rüber und find's raus.
Alter, die halten so viel aus, ne? Das ist so hart. Nummer 3. Das war Nummer 3. Fulton recovery helicopter is complete. Mal sehen, wie viele kommen. Enemies close by. I'm seeing things. Enemies close by. I'm seeing things. Enemies close by. I'm seeing things. Enemies Hier close hinten by. hin, komm. Das schaffst du. I'm seeing things. Oh fuck. What's that? Auch nur einen von euch, Leute. Ey, hier hin. Hallo. Ah, zu spät. Zu spät geworfen. Jetzt slidet der Panzer wieder schöner zur Seite. Oh, ich hoffe, ich komme mit den Magazinen aus. Ich werde wahrscheinlich irgendwann Vorräte rufen müssen. Enemies close by. Weil es kann sein, dass mir irgendwann die Fulton-Ballons ausgehen. I'm seeing things. What's that? I'm seeing things. I'm seeing things. Ey Leute, würde mich doch komplett verarschen. Enemies close by. Ihr sollt hier hinten hinkommen. Zu weit weg. Enemies close by. What's that? Ich habe schon fast 30 Magazine verballert. Hier hinten. So, jetzt bitte hier hin. I'm seeing things. Ey! Hier hin. Enemies close by.
Und jetzt hier hin. Seeing things. Enemies close by. Diese KI macht mich hier wahnsinnig, ey. Der soll einfach nur hier rüberkommen. Endlich! Nur Jahre gedauert. Jetzt kommt ja der Nachschub. Das war Nummer 4. Was ist, wenn ich hier jetzt ein Magazin hinwerfe? Na, das juckt keinen. Das juckt keinen, ist okay. Nun. Ich glaube, ich muss die Elgato einmal umstecken. Ah, fuck. Welcher USB-Port war das denn? War das hier einer? Aber habe ich irgendwas rausgesteckt, was ich eigentlich nicht rausstecken wollte? Ah, ja, ich habe die Kamera ausgesteckt, glaube ich. Nice. Ich mach mal kurz die Musik wieder und das dauert glaube ich einen Moment. Ich glaube, ich muss die Kamera auch immer neu starten. Okay, Kamera ist wieder da. Wie sieht es mit der Elgato aus? Die mal neu. Danach einmal checken, ob der Sound dann noch richtig funktioniert. Jetzt muss ich nur noch am Hauptbildschirm wieder das Signal reinbekommen. Ich würde mich einmal kurz muten und gucken, ob der Sound wieder ankommt. Okay. Scheint alles zu funktionieren. Das freut mich. Ah.
Ich hoffe, ich habe das Problem jetzt gelöst. Dann muss ich mir wirklich ganz unbedingt mal merken, welcher USB-Port das ist. Ich muss ganz dringend Metal Gear Solid mal die Reihe beenden. Damit ich, oder zumindest bis 4 beenden, damit ich am PC weitermachen kann. Ah. Dieses ganze Capture-Card rumgefrickel, das raubt mir echt die Nerven teilweise. Ich könnte theoretisch versuchen, da von der Wand jemanden zu baiten, aber ich glaube, das ist zu risky. Ich glaube hier der Güterwaggon ist schon ganz gut. Der schickt jetzt wieder welche hier rüber, oder? Wenn die sich auf den Weg zurück machen. Dann klopfe ich nochmal. Genau. Enemies close by. What's that? Seeing things. Huh. I'm seeing things. Enemies close by. Okay, es funktioniert. Ah. Mir fällt gerade auf, hat Snake da noch Fox? Hat er da Fox auf seiner Schulterplatte stehen? Sieht so aus, oder? So, das war jetzt Nummer 5. What the fuck? Enemies close by. What's that? Guck's dir an, guck's dir an, guck's dir an, guck's dir an.
that? I'm seeing things. Huh. I'm seeing things. Enemies close by! What's that? I'm seeing things. Enemies close by! I'm seeing things. Enemies close by! What's that? I'm seeing things. Mann. Enemies close by! Ich krieg auch keinen einzeln irgendwie, ne? Die. What's that? I'm seeing things. Huh. I'm seeing things. Ey. Enemies close by! Mann. What's that? I'm seeing things. Huh. I'm seeing things. Enemies close by! What's that? I'm seeing things. Oh ja. Ich hab's geschafft. Ich hab da auch nur ewig viele Magazine für gebraucht. Nummer 6. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Aber wie viele kommen noch nach? War das der letzte, der nachkommt? Ich hoffe es. Weil sonst muss ich wirklich ja, Nachschub rufen.
nee, ich versuch's nicht. Enemies close by. Nice. Das funktioniert. What's that? I'm seeing things. Enemies close by. I'm seeing. What's that? Und da ist die Nummer 7. Ohne dass der Panzer eine ganze Runde gefahren ist. Ich bin mega stolz auf mich. Und ich habe auch nicht so viele Magazine verschwendet. So, kommt einer nach. Scheint keiner nachzukommen. Das ist ein gutes Zeichen. Aber der schickt jetzt wieder Leute hier rüber. Und es kommt nur einer hier hin. Jawohl. Das ist ein Jackpot. Enemies close by. Ne, hat nicht funktioniert. Schade. Aber nur noch 2. Das Schlimme ist, bei Panzern hört das ja nicht auf, ne? Das wird noch viel schlimmer.
Es wird noch viel, viel, viel schlimmer. Aber ich glaube dann nach dem Bosskampf habe ich erstmal Ruhe mit den Dingern. Für 1-2 Stunden mindestens. Dann kommen erstmal wieder etwas spannendere Sachen, weil spannend ist das ja jetzt nicht wirklich. So, ich muss ja. Okay, nee, das hilft nicht. Da die beiden Dudes da ja jetzt auf der anderen Seite vom Panzer chillen, werden die, glaube ich, nicht hier rüberkommen, wenn der Panzerkommandeur will, dass das hier mal ausgecheckt wird, oder? Mal sehen. Jetzt ist es ja soweit. Ne, der schickt gar keinen, weil was kann er da zum Schicken? Die lassen sich auch nicht anlocken hier. So, jetzt aber. Who's that? What's that? Seeing things. Enemies close by. Komm mal rüber, komm mal rüber. Dann habe ich es bald geschafft. Hoffentlich. Ich darf dann nur nicht beim Panzer verkacken. Wenn ich dann beim Panzer verkacke, dann Molten recovery helicopter is complete. wird witzig, sag ich euch. Enemies close by. What's that? Ey, ja genau. Komm hier rüber. Seeing things. I'm seeing things. Enemies close by. Oh yes. Das ist es. That's gotta be the leader. Can you Ah. take him down?
Perfekt. The enemy leader's out cold. Ja. Bring him in. Ja. Oh. Im zweiten Versuch. Und das ohne Schaden. Und ich wurde kein Mal gesehen. Was kriege ich dafür? Ein C. Weil ich eine Dreiviertelstunde gebraucht habe. Wahrscheinlich. Ich weiß aber nicht, wie das schneller gehen soll. Ein bisschen schneller geht's, aber... Mainly use CQC in favor taking down enemies with non-lethal force. Okay. Ist okay. Und der Panzer muss nicht repariert werden. Das ist nice. Snake, the truck is headed up the mountain road past the tunnel. So it was new. I better hurry after them then. But, Kaz, if I don't get moving, it'll be too late. all right, I guess you never did let dangerous assignments or risk aversion get in your way. How do I get inside the mountain? I can forget about the tunnel. Yeah, the tank took care of that. Any other routes? Why don't I let a local expert take over? Snake, you need a way into the mountain? Yeah, got one. Let's see. Do you remember that precinct I was in? In the village, right? Right. Go back to the village and head north. There is a bridge that connects to the mountain road. It crosses over a gorge. That's probably the best way. But there is a little problem. The path heading north from the village is barricaded. You might have to break through. Got it. The heart of Irasu. That's where the enemy's base has got to be, Snake. And maybe... Let me guess. The Basilisco. You don't believe me, do you? No, I mean, we'll have to see. Snake, Irazu features a number of crater lakes. The Odeberg government had planned to use those lakes to construct hydroelectric plants as one of its big state development projects. The project was scrapped, but there's still a small opening at the bottom of the lake. Meaning? I checked the satellite imagery, but didn't see anything man-made, which means they probably built a base inside the mountain. Could just be a storage igloo for explosives, or maybe some kind of research facility. What do they hope to accomplish by bringing the nukes there? First things first, get past that barricade north of the village. Looks like the only way through is the noisy way. You'll have to blow it up. Okay, jetzt muss ich C4 mitnehmen. Okay. Can now trade stuff with other players using trade menu. Ja. Brauche ich aber nicht. M60 ist freigeschaltet. Nice. Covers Psyche with its alluring fragrance while keeping you at the top of your game. Okay, I see. Werde ich nicht brauchen. Ich kann Demosien Nagantets dingsen. Und Spicy Curry.
New plant has been built. Nice. Oh no, Ostwick ist krank. Und Komora. Und oh. Ja. Ja, ich guck mal kurz hier rein. Bla 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 bla. Ja, brauche ich aber nicht. Okay. Du bist Mechanic. Du bist auch Mechanic. Du auch. Du passt gerade noch so ins Combat-Team. Du auch. Oh, du bist ein bisschen besser. Ist okay. Ja, das brauche ich nicht. Also was habt ihr beiden denn? Kann man das sehen? Ja. Amanda ist auch fast fertig. Ah, nice, das ist die Tranquilizer Sniper. Die wollen wir auf jeden Fall haben. So, wäre eine sinnvolle Extra Ops. Ne. Dann Destroy the Barricade. Snake, I've got just the explosive to bust through that barricade. Yeah. C4. We finished developing C4 charges. Take some with you. I know. Briefing files. C4. To destroy the barricade north of the village, you'll need Composition 4 explosive. You've handled C4 before, right, Snake? Yeah. I've been a regular user since the days of C3. C3. Oh yeah, I remember. That stuff got brittle and useless in cold temperatures, so they upgraded. C4's a moldable plastic explosive. It's very stable and won't explode without a special detonator. Light it on fire and all it does is burn. A lot of American soldiers in Vietnam used to use it as fuel. Place it near the barricade and move to a safe location. Then hit the detonator button to blow it up. I'm on it. Those giant footprints near the terminal. What do you think they were, Cuz? It beats me. They're way too big, even for an elephant. Made me think of that basilisco Chico was talking about. Hope it's not for real. Same here. If they really do have that kind of weapon, we could be dealing with a basilisk in more than just looks. What do you mean? There's a medieval encyclopedia that describes the basilisk like this. The basilisk is the king of snakes. All snakes fear the basilisk and flee at its sight, lest they be slain by its foul breath. A snake to take out a snake, huh? I don't mean to scare you or anything, but it never hurts to be careful. Will do. When the enemy spots you and goes on alert, they may call in a backup strike team. These assault teams are heavily armed, well-trained, and highly dangerous. Amanda's crew calls them commandos. Unlike the patrolmen, these guys will actively, relentlessly track and hunt you down like hounds. Hounds to hunt a former foxhound. Bring it on. They won't give up easily even if they lose sight of you. They'll clear out any likely hiding places they come across. So don't get too comfy in one spot, or you might get caught again. Keep your eyes fixed on them and what they're doing. Also, be aware that commando gear includes body armor, so don't think you can deal with them by going in guns blazing. All I've got to do is find an exposed weak point, and... Exactly.
Shock Troops gibt's auch noch, okay. There's one type of commando you really need to watch out for, and that's the kind toting Ah. shotguns. They can take a few hits and still keep charging you. And believe me, you don't want them closing Der in sieht aus between those wie shotgun der blasts. When they start Scout charging, aus you Team need to Fortress stop them 2 immediately. irgendwie. Use something with serious Mit der stopping power. Baseballschläger. Das kenne ich alles schon, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Amanda, do I have to take the fork in the road back Nein. to the village? People say there is a shortcut. Go back to the coffee factory entrance, then follow the path on the right. That will take you Das straight wusste ich to the tatsächlich village. schon. They may have increased security in that area, though. Not surprising after what happened with the tank. What do I do once I'm back at the village? Destroy the barricade at the north side. From there, you can reconnect with the transport route. I'll need C4 for that. The explosion will bring everyone running, too. There's probably going to be a fight, one way or the other. They might not see you if you stick to the narrower pathways. Then just climb over any obstacles. Don't let your guard down after taking out the barricade either. Kann ich nicht einfach direkt durch? There's a river in the mountains north of the village. You'll see a water pipe running across that's got a walkway you can use as a bridge. I guess they built it to carry water from the hydroelectric plant. To get there, though, you gotta get past the barricade north of the precinct. Got it. El Basilisco supposedly lives in the gorge up there, so be careful you don't get distracted and fall in the river. The Basilisco. Not the big monster I saw. I mean, the real Basilisco. A real one. The legendary king of snakes. More like a lizard, I guess. It walks on top of the river. A lizard that walks on water. Man, you should see it. It's not that big, though. Only about Also one ein bada long. Pretty good size for a lizard. Yeah, but not nearly as big as a Krokodil? dinosaur. Ist ein Krokodil? So there's a real Basilisco that lives in the river? I'm only saying I heard stories from people who said they saw it. But I know lots of places to find it in Nicaragua. Do you want to go have a look? I don't have time for sightseeing. You don't like lizards? It's not that. I just think snakes taste better. Who said anything about taste? How about you? You like them? Not that way. They do look kind of like dinosaurs, though. You don't think that's cool? They're both reptiles, yeah. But there's a big difference size-wise. I'll bet there are still big ones around somewhere. They say mammals multiplied and ate up their eggs. But they can't all be gone. They've gotta exist somewhere out there. Dinosaur eggs, huh? And animals are always evolving, right? Maybe they evolved so much, they don't even look like dinosaurs anymore. Then you can't really call them dinosaurs, can you? I guess not. Yeah, you're right. Dinosaurs have gotta be big. Da hat er recht. Dinosaurier müssen groß sein, sonst ist es kein echter Dino. Okay, ich kann das RPG wieder rausnehmen. Stattdessen das M16 wieder mit. C4 brauche ich auf jeden Fall. Der Rest kann so bleiben. Ja. Uniform kann auch so bleiben. Nehmen wir. Go back to the prison camp. It's in the village where they were holding Chico. Will ich den umschießen?
meinen Schalldämpfer dafür jetzt nicht. Ah, ich muss die Kamera wieder wechseln. Mache ich, wenn ich mich um den Typen hier gekümmert habe. Bleibst du stehen? Du bleibst da stehen, okay. Was kannst du überhaupt? Analyzer. Bist du gut? Wahrscheinlich nicht. Nee. Davon kann er so sein. Enemies close by. Dass der mich da gesehen hat, Dispatching reinforcements now. What the fuck? Wow, what? Das hat weh. What was that? I'm seeing things. HQ, come in. This is HQ. Die können bestimmt was. Contact lost. Going to Nein. alert status. Understood. The enemy should still be nearby. Find him. Aber die können auch nix. Enttäuschend. Enemies close by. Kann der wenigstens was? Auch nicht. Someone attacking? Ah. Achso, ich wollte die Kamera wechseln, ne? So. HQ, come in. This is HQ. This is patrol. All clear. Understood. Return to base. Enemies close by. Das war unnötig, den zu scannen, weil an den komme ich gar nicht ran. Wow. Ich komme da ja gar nicht hoch. Ich bin dumm. Ach, richtig dumm.
Aber hier, wo war die Abzweigung? Hier tatsächlich. Und hier vorne, ne? Gott, den habe ich ja voll nicht gesehen. Aber der kommt der hier rein? Ja. Aber jetzt geht er wahrscheinlich wieder zurück, ne? Ja. Ich werde den mal ausschalten. Head west from there, and it'll take you straight to the prison camp. Ja, das ist der richtige Weg. Das ist die Abkürzung. The gate's on the northwest side of the prison camp. Cut across the camp to get there. Ah, es fängt wieder an, dass der Bildschirm, also das, ja, das HDMI-Signal kurz wegcuttet. Das ist ein bisschen nervig, aber nicht so schlimm als, Gott. Nicht so schlimm, wie als wenn mir die Elgato die ganze Zeit abschmiert. Somebody. Egal was du kannst, du kommst mit. Das ist nicht gut, wenn du da noch offen rumliegst. Fulton recovery helicopter is complete. The barricade is located somewhere in that vicinity.
Was sagt der Analyzer? Brauche ich dich? D-Rank. Nee, nicht wirklich. Once the charge is planted, press the attack button without aiming to detonate it. Good work, Snake. You hear that bang? We're being shot at. Going to alert status. Understood. That blast is going to attract. Proceed with extra caution. Einfach durchlaufen. Und damit ist die Mission abgeschlossen. Oh, einen Kill gemacht. Wahrscheinlich der arme Dude, der da neben der Wand lag. Ich glaube, der hat's nicht geschafft. Snake, you there? Yeah, what's up? You've got to talk to Amanda. What happened? She wants to leave sickbay and get back on the battlefield, but she's not fully healed. She's still in crutches. Who'd be crazy enough to try and fight like that? You have to talk some sense into her. Is she with you right now? No, she's in sickbay. She keeps shouting about how she doesn't want to be there. She won't shut up about it. She's driving me... Let her go. What? If that's what she wants, let her go. I'm really not in the mood for jokes, Snake. I'm serious. Let her go. Why? So she can come back in a body bag? I'm really not in the mood for jokes, Kaz. What are you talking about? Amanda isn't the type to just sit around in sickbay. She has a sense of duty. Her purpose in life is to fight. The battlefield isn't just the best thing for her, it's the best thing for her compass too. She'll be a huge morale boost that can only benefit MSF. You think so? You're good at fighting, Kaz. One of the best. But you've got a lot to learn when it comes to people. So, where should I put her? I'll think it over and find a team for her. Don't worry. She won't let us down. Whatever you say, boss. Sagen, die kommt gut ins Rican-Team. Okay, Tranquilizer Sniper Rifle, let's go. Die will ich noch brauchen auf jeden Fall. Spicy Curry, nice. Alligators, Level up, nice. Oh boy. Antelope ist krank. Schnell in die Sickbay mit dir. Okay, yeah. Kommt in die Combat Unit, der kommt auch in die Combat Unit. Amanda, du kommst ins Intel-Team. Monitor Lizard ist einer für die Küchencrew. Das war das, was ich... Surround Indicator. Level Rank 2. Let's go. Dafür kann ich keine neue erforschen, glaube ich. Ne. Was sieht mit meinen Fahrzeugen aus? Das Ding ist vollständig repariert, das ist schön. Dann kann das ja bald auf Missionen geschickt werden, sobald ich das Gebäude dafür habe. Mal angucken. Er wird langsam. Schon ganze 5 Plattformen.
Und da wird auch schon die 6. gebaut hier. Sehr nice. Hier gucken. Eine neue Fulton Recovery. In a prison facility. Machen wir das jetzt? Machen wir jetzt. Let's get this mission started. Complete the mission and proceed to the Fulton recovery point so we can get you back alive and well. Good luck out there. Das macht aber unser Freund Alligator. Du brauchst was gut mit Concrete ist. Aber mit Sand. Comrade ist B in Concrete. Ich habe nichts, was wirklich gut dafür ist. Nehmen wir wieder DPM. Survival. Ja. Okay, ich muss einen Researcher rausholen. Liegt hinten am LKW, okay. Da auf der Straße einer? Nein. Ah, da sind aber 2. Gut zu wissen. What was that? I know I saw something. What was that? Analyzer. Wir wollen kurz gucken, was der kann. So, D ist nicht wirklich gut.
Was der kann, aber wahrscheinlich kann der auch nichts wirklich. Der Rank. Oh. Was kann der? Kannst du wenigstens was Gutes? C-Rank, da kann man mitarbeiten. Dich nehmen wir mit, den Rest nicht. Okay, you're done with that area. Head for the goal. Let's go! Mission complete. The folks back at Mother Base will be thrilled. Ich mache diese Nebenmission auch nur, weil es gut ist, gutes Personal in der Mother Base zu haben. Und die Missionen geben gutes Personal. Teilweise zumindest. Also C-Rank ist jetzt nicht so krass, aber es ist schon besser als E und D auf jeden Fall. Da ist einer aus der Brick rübergekommen. Guter Kämpfer. Du bist... Priest. Oh, ein 3-Sterne-Koch. Ein... Ah, dann kann ich Rang 3 Rationen entwickeln. Das ist nice, das ist nice. Also mir fehlt da noch irgendwas anderes für. Ich habe einen Wackelkontakt im Kabel, glaube ich. Wahrscheinlich fehlt mir da trotzdem immer noch irgendwie der Blueprint für oder so. Ja, weil... Dann nächste Hauptmission. Infiltrate the crater base. Snake, you're north of the village. The truck carrying the nukes is heading towards the heart of the mountain. That's its final destination. We've got no intel on what lies beyond, so stay sharp. Ich habe mir übrigens das letzte Mal aufgeschrieben, das sieht man nicht, aber ich habe mir aufgeschrieben, welches Nummernschild der LKW hat, wo die Nukes drin sind. Und das wird noch wichtig. Habe ich das schon gehört? Ich glaube nicht. Snake, to the north of the village is a bridge that crosses a hydraulic pipe. Though normally the bridge is not used by people, if you slip, you will fall straight to the bottom of the valley. Be careful. What's a channel doing here? It is not for irrigation. They are hydroelectric pipes. I wonder if they run into Irasu's Crater Lake. Normally they would build a reservoir at the bottom of the valley, but it was probably too dangerous. Los Cantos means sword peak. Schwertspitze. You should be able to see across the Irasu mountain range from there. There are not as many big trees at that elevation, and you'll probably be well above the mist. It'll be tough to hide up there. You're not thinking about the scenery right now, are you? Not while I'm surrounded by bad guys.
You should have seen it when the country was at peace. I know you would have been impressed. Well, that'll be our reward for a successful mission. Sound good? Wonderful. Thank you, Snake. Für dich immer Pass. There is an old fort around there. What is it, boss? You sound upset. Well, you see, it was built during the Civil War. Let me guess. Disputes between Costa Rica's political parties escalated into all-out conflict. See, conflict that cost my grandparents their lives. The most senseless sort of war. Countrymen mindlessly slaughtering their own. That fort is a reminder of that senselessness. Sadly ironic, given who's occupying it now. That war was the reason Costa Rica abolished the army. Please, Nick, get them out of our country. I intend to. Ich geb mir Mühe. Chico says there's a bridge north of the village. Yes, a narrow one, for crossing the pipe. On the other side of that is the road the trucks use, though it's collapsed in places. I'll have nowhere to run if they spot me. They could be blocking the road, too. Is there another way? There is a path along the cliff. After you cross the bridge, there are ruins of a fort on the mountain. Going through there would be a little easier. Once you come to the end of the mountain path, you'll be at the fort. That fort was built during the Civil War. It seems La Cia's troops are occupying it now. This just gets better and better. They've got gun turrets set up all around from the looks of it. Attract too much attention, and you'll really stir up the hornet's nest. Maybe I'll try and find a way around. You could always commandeer one of the turrets. A little target practice, perhaps? Just like in Krasnogorye. Krasno what? Sorry, just thinking about old times. Irasu has more than one crater, because he's erupted so many times. I heard most of them filled up with rainwater and became lakes. Calderas, huh? Calderas? Yeah, something like that. Hey, I got an idea. When you get to the lake, can you keep an eye out for weird animals? Klar. People all over the world tell stories about giant monsters living in lakes. Nessie in Loch Ness, Nahuelito in Argentina, Ogopogo in Canada. I can hardly keep track of them all. They say that all these sightings prove dinosaurs do still exist. But crater lakes are isolated. They're not connected to rivers. Yeah, but you know Mokele Mumbembe in the Congo River? He can walk on land. So maybe they moved there from some other lake. You sure know a lot about UMAs. There used to be a guy in El Frente who was a hunter. He taught me lots of things. He even said he once went to a place called Isla del Monstruo. A hunter on Isla del Monstruo. Someday, I'm gonna be a hunter and catch some rare animals. Right after we restore peace to our land, of course. Ach du Scheiße. Ja, komm, hören wir uns das mal eben an. Did you ever hear of the Loch Ness Monster? Now that one I know. Pretty much everyone's heard of old Nessie. Great, so I don't have to explain. I think she's a long-lost dinosaur, don't you? Sure. Why not? One of the compas gave me a book about it, with photos. It looks exactly like the plesiosaur. Then why does it only live in Loch Ness? Well, it probably got cut off from the ocean. Back when Loch Ness was part of the ocean, some plesiosaurs became trapped there when the climate changed. There weren't any mammals there, so no natural predators. Today's Nessie is descended from those plesiosaurs. Then wouldn't it make sense for there to be monsters in other lakes with similar climates? Exactly. That's why there's been giant monster sightings in a bunch of other places. Like Nahuelito and Ogopogo. I don't know if there's one in Irasu too, but I know there's definitely something living in Lago Cosipolca. Ich frage mich, also wenn das wirklich so ist, warum wurden die dann noch nicht wirklich entdeckt? Weil es müsste ja möglich sein, so große Monster in so einem See zu finden, oder nicht? You mentioned the Nahuelito. What is it? It's a plesiosaur that lives in Lago Nahuel Huapi in Argentina. It's described a little differently, but I'm sure it's basically the same creature as Nessie.
Except for one thing. What? Well, according to one theory, it's the result of a nuclear test back in the 50s. What? There's no record of a nuclear test in Argentina in the 50s. At the time, the president, General Juan Perón, was pushing hard to industrialize the country. I wouldn't be surprised if he conducted a top-secret nuclear test before he was overthrown in a coup. Sounds a little far-fetched to me. You think? Then maybe Nahuelito really is a dinosaur. No, I didn't say that. I mean, it's really pretty obvious. Wait a minute. Thanks for clearing that up, boss. Das ist wahrscheinlicher als irgendein anderes Tier, das durch radioaktive Strahlung auf einmal riesig wird. Ich glaube, so funktionieren Mutationen nicht wirklich. What about the Ogopogo? And what kind of name is that anyway? Ogopogo's a monster that lives in Okanagan Lake in Canada. I guess it's an Indian name because it's a legend passed down by the Indians. A legend, huh? Well, then it's probably not. There's written records of it too. The first one was in 1872, and there's been more sightings since the start of the 20th century. You starting to get into UMAs too, Snake? Yeah, maybe. UMA hunting. Now that's a real man's adventure. What do you say, Snake? After Nicaragua's at peace again, you want to go exploring together? Well, we'll see. Might not be such a bad life. Mokele Mumbembe lives in the Congo River. There's nothing mysterious about it, though. It's already been confirmed as a real living dinosaur. The local people know all about it, and when they were shown a drawing of a brontosaurus, every one of them said it was Mokele Mumbembe. When peace returns to Nicaragua, I want to go to the Congo myself. Oh, the revolutionary movement in the Congo ended in failure, you know. Yeah, I know. I wish we could do something to help, but Africa's awfully far away. Africa. Wonder if El Che ever saw Mokele Mumbembe. I wonder if I will. Well, best to take care of business here before daydreaming about Africa. Yeah, I guess you're right. Nee, Snake kommt nicht zum Kongo. Wieder. Nee, ich glaub nicht. Briefing-Fahrzeug alle. Mission Prep. Passt. Passt. Nehme ich so. Gehen wir rein. Wobei ich nicht weiß, welches Terrain mich jetzt erwartet, aber wird schon passen. Cross the bridge and head north. Ich hätte gerne den Analyzer, danke. Muss ich näher ran? Ob die da unten? Ah, ich kann die Kamera mal wieder wechseln. So.
da auch schon ganz schön was aus. Und das kannst du. Brauche ich... Hallo. C-Rank! Herzlichen Glückwunsch, du darfst mitkommen. Ich gratuliere. Fulton recovered a helicopter is... You could probably climb that if you had someone to lend you a hand. That's a truck route you're on. Their base is up ahead. Move out. Irgendwann bekomme ich irgendwen dazu, sich eine PlayStation 3 und dieses Spiel zu besorgen, damit ich dieses Spiel im Koop spielen kann. Aber ich glaube, so krass wird das wahrscheinlich nicht sein im Koop. Aber ich möchte wissen, wie das ist, das Spiel im Koop zu spielen. Oh, der ist auch C-Rank. I'm seeing things. Sollte passen. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. So, dann möchte ich hier einmal den Gefangenen retten. All right. Fulton recovery helicopter is complete. Dann mal noch gucken, was der kann. Der hat einen Raketenwerfer, der kann bestimmt was. Bestimmt Sprengstoffexperte oder so. Nee. Enttäuschend. Absolut enttäuschend. Hier noch irgendwas Interessantes? Uni. Fast oben.
Und You have to get ja, through that fort. Their base is beyond it. das ist das Fort. Das habe ich tricky in Erinnerung. Weiß nicht mehr, kam ich da rechts rum? Ich glaube, da links rum war nichts. Im Koop ginge das wahrscheinlich. Wait. Can't be imagining things. Noch was ist durchaus möglich, dass du dir Dinge vorstellst. Ne, hier war keine Leiter. Ich habe gedacht, hier wäre eine Leiter. Ich muss hier links hoch. Richtig gemein. Wait. Somebody there? An intruder? Nein. Hier ist niemand. Absolut niemand ist hier. Muss dich vertan haben. Can't be Muss imagining doch. things. The enemy's here! Next. Oh, ohne groß Alarm auszulösen. Nice. Also, D-Rank. D-Rank. C-Rank. Okay. Dich nehme ich mit. Die anderen beiden, kommen dann. Gute Nachtladung ab. Ich sollte was essen. Chips. Konsumiere ich die? We're What? under attack! Going to alert status! Understood. Dispatching reinforcements. Proceed with extra Oh caution. no, der Typ, den ich vorne kalt gemacht habe, ne? Wait. Ich habe gedacht, hier wäre noch ein Gefangener. Can't be imagining things.
ob ich abhauen kann. Ah ja. Kaz, I'm inside the facility. There's rows and rows of trucks here. If that's where they brought the nukes, then the truck we're after should be there. Snake, can you tell which one of the trucks brought the nukes? One of them must have the same license plate as the one from the terminal. Habe ich aufgeschrieben. Und ich werde in den Truck mit der richtigen Nummer als letztes reingucken. Der ist es. Das ist der richtige. Wenn wir aber die anderen alle zuerst angucken, weil da kann man was finden. Where are they? Sunlight! Das ist der richtige. Das ist nicht der richtige. Und es ist Kojima! Ich habe jetzt Kojima im Team. Yeah. Metal Gear. War nicht das richtige Metal Gear. Not this one. Okay, es ist natürlich dann der hier. This is the one. The exhaust's still warm. But the cargo's already been offloaded. Just a minute. This isn't what we agreed on. Die Stimme kenne ich aber. Changes have already been finalized. You told me it was going to be a deterrent, that we wouldn't have to launch. I am not arguing with you, Doctor. Our goal is to create the perfect deterrent. That's why I agreed to help develop it. However, in order to achieve that perfect deterrent, we must show the world our strength. 3 key principles ensure effective nuclear deterrence. First, you must have Otacon, bist du's? Second, you must never use them first. And third, and most important, if someone attacks you, you must strike back. Unless we prove beyond a doubt that these 3 principles work in practice, the world will not accept our new deterrent. And the only way to do that is to show them we are capable of actually launching a nuke. But isn't deterrence supposed to stop nukes from being used? Exactly. And so the one we launch will be the last one ever. I won't let you use my creation like that. Your creation? That thing wasn't even your idea to begin with. You stole it, didn't you? Stole it? You're one to talk. You got the idea for bipedal locomotion from the communists in the first place. You listen to me, Doc. Keep quiet. Do as I say. Not another word about stolen ideas. Should we succeed here, you'll be the toast of the scientific community. And your name will go down in history as champion of both progress and national security. The hell with that! Doctor! Unless we prove we're capable of launching, Peace Walker is useless as a deterrent. Und da haben wir's, Peace Walker. You used me! We used each other. I'll get my old director's job back at headquarters,
and you'll finally be able to walk tall among your colleagues. I won't let you get away with this! How unfortunate. Guess I'll just have to take your legs for myself. Peace won't just come to us, Doc. We are going to have to meet it halfway. V for victory. Wait! Hey, you okay? Don't do it! Snap out of it. Where are the nukes? He's gonna do it! He's gonna launch a nuke! Oh, hier kommt jetzt ein Bossfight. Nein. Ah nee, das Ding wird jetzt weggetragen. Gut. Oh, ich dachte schon. Da war ich nicht drauf, wäre ich nicht drauf vorbereitet gewesen. Doch, es kommt jetzt ein Bossfight. Ich erkenne den Ort wieder. Aber es wird nicht Peace Walker sein. Das ist der... Das Scheiße. Im Prinzip ist es Shagowat 2. Pupa. Yay! Oh. Was brauche ich da? Ein 16 und Raketenwerfer, schätze ich mal. Erstmal gucken, wen wir hier eingesammelt haben. Wir haben Hideo im Team. Nice. Round Indicator. Upgrades. Schon wieder. Ja. 2,9 in der Sickbay, also okay. Hideo ist... Wie kann ich die Sicht ändern? Hat er doch immer eine andere Ansicht hier, hä? "70% of my existence is made of movies. It is up to you to decide what to do with the remaining 30%. Das ist ein Originalzitat von Hideo Kojima. Naja, ist ja auch sein Spiel. Macht Sinn. In die Mad Bay oder ins Intel-Team packen. Ich hatte im Kopf,
dass der richtig gut in Research ist, aber... Ich pack den mal ins Medical Team. Wo ist diese andere Anzeige hin? Wo man die Balken sieht. Was? Ah, hier. Okay, dann... Okay. Okay, du kommst auch ins Medical Team. Kommst auch ins Medical Team? Was? Kommst ins Mess Hall Team. Jetzt kann ich Lime Soda entwickeln. Nice. Ist auch ins Medical Team. Dann würde ich aber Hideo ins Intel Team verschieben. So. Dann einmal schnell gucken, was ich jetzt upgraden kann, entwickeln kann. Lime Soda. Und hier... Erstmal nichts. Ja, das habe ich freigeschaltet. Was ist das? Eine MP wahrscheinlich. Brauche ich nicht. Okay, dann geht's in die nächste Mission. In den scheiß Bossfight. Boah, auf den habe ich gar keinen Bock. Den habe ich absolut überhaupt keinen Bock. Careful, Snake. I've never seen anything like that, and I've got no idea how to bring it down. Maybe the scientist knows. However you do it, take that thing out. Briefing Files. Paz, what was the government thinking, building a power plant at the top of a mountain? With no river to replenish the water, the lake would dry up pretty quick. If it were an ordinary power plant. But the plan called for a pumped storage power plant. Pumped storage power plant? Kaz mentioned that too. What is that? It is a facility that generates electricity by pumping water up to the lake, then letting it run back down. Huh. Seems Sisyphean to me. If they turned the water into electricity as soon as they had pumped it up, sure. But a pumped storage plant acts as a kind of battery. A battery? For instance, they could pump at night when there is surplus electricity and store it for later use. If they need extra power during the day, they can generate it using water pumped up during the night. I get it. It's a little more difficult to adjust output with thermal or nuclear plants. The thing is, Costa Rica won't have enough electricity to meet its needs. Right now, there is no surplus. Maybe that's what put the brakes on the project. Must have played right into the CIA's hands. Ich muss mir gleich irgendwann mal was Frisches zu trinken holen. Oh, das ist es. Aber ich glaube nach dem Bossfight. Watch out. It's El Galapago. It reduces its body weight by blasting air underneath it. That makes it a lot faster than any tank. It also has a tight turning radius. Any weak points? Taking out its boosters could reduce its acceleration. You could also try destroying its machine guns. I'll give it a shot. We've lost many compas to that thing. Send it to the scrapyard. Versuche ich.
Mission Prep. Ich brauche das Ding definitiv nicht. Wahrscheinlich eher das. Freimarker werde ich eventuell brauchen. Mal gucken. Option. Ich pack mal den Walkman raus. Stattdessen nehme ich mal noch Curry mit. Okay, die können alle Leben retten. Das ist genauso wie Ration. Das ist gut. Dann gehen wir rein. Nein. So. Bevor es losgeht, ich gucke einmal kurz. Ich glaube, der Controller ist vollgeladen. Ah, es funktioniert. Dann muss ich mich jetzt hoffentlich erstmal nicht mehr um Wackelkontakt kümmern. Auf den... Oder auch nicht. Es passiert einfach... wenn ich den Controller bewege. Gut. Ist der Controller einfach scheiße. Das ist... That's an AI weapon. The pupa. It's fast, so be careful. If you destroy the boosters on the left and right, you can stop it from charging at you. Lie flat to avoid getting hit when it charges. There will be some warning signs when it's coming out. Kommt das, glaube ich, irgendwo oben raus? Ja. War ich selbst im Blast Radius? Ich sehe nix. Oh nein. Take those lightning rods out. They direct its electroshock attack. Oh nein. Fuck.
Das ist schon witzig, dass mein Controller einfach random irgendwelche Tasten drückt. Das ist, müsste reichen, hoffentlich. Nein, reicht nicht. Ich muss mich jetzt gleich heilen. Ah. Nein. Ja, komm, dann engage deine Shock Units. Mach. Auch nicht. Ich hätte doch irgendwas mitnehmen sollen, was Psych irgendwie regeneriert. Die geht bei mir auch langsam runter. Steh auf! Das ist kaputt. Nix. Jetzt wieder. Oh, ich habe keine RPG-Ladung mehr. Das ist schlecht. Das heißt, nein. Das heißt, ich brauche einen Supply-Marker. High voltage incoming. Scheiße. Wie funktioniert denn der Supply-Marker? Say something. Snake! That's an AI weapon. The pupa. It's fast, so be careful. Engaging shock unit. If you destroy the boosters on the left and right, you can stop it from charging at you. Aim for the cylindrical AI pod. Firing boosters. Whoa! Look at that thing move! I amaze myself Jetzt mal sometimes. Backflip gemacht, das Ding. Das macht auf jeden Fall Sinn. Engaging shock unit.
Bin ich hier sicher? Ich hoffe es. Ja. Hat funktioniert. Sehr gut. Dankeschön. Ah. Und Backflip. Nein, ich brauche das. Und jetzt brauche ich das. So, nee, hä? Ah, okay. Möchtest du wieder RPG Monet? Ja. Funktioniert der Booster noch? Auch nicht. Bin ich hier sicher? Bin mir nicht ganz sicher. Vor dem Angriff war ich nicht sicher. Das ist schon mal sicher. Vielleicht sollte ich mich einfach auf den Zylinder konzentrieren. Auf den AI-Pod. Die anderen Sachen reparieren sich eh alle. Ja. Aua. Okay. Ich muss noch 3 Balken loswerden.
Oh. Schon wieder keine Muni. They've okayed your request for a cardboard box. It'll be sent out shortly. Blow the hatch and climb into the AI pod! Was? You should be able to get in the AI pod! Ah. Ich hab vorhin einen Fail nicht gedenkt, ne? Boah. Pull out all the AI's memory boards before the pod's ejected. The black memory boards are locked. Go after the boards with icons over them. You can unlock memory boards by destroying the mechanical components that they control. Any boards you remove can be used to build our own AI weapon. Memory boards have different functions according to the icons displayed over them. Go ahead and take whichever ones you want. Hauptsache Sachen rausnehmen. Das ist das Wichtige. Und möglichst auch verschiedene Dinge rausziehen. Ja, das war der letzte, den ich kriege. Ne, den krieg ich noch. Oder? Ja. That was an unmanned weapon. A prototype. I made it myself. Who are you? I work here. Well, used to, anyway. Name's Huey. And who might you be? You don't look like one of those mercenaries. Me. I'm an entomologist. A fighting entomologist? Yeah, I specialize in butterflies. I'm here to catch Ulysses. Ulysses? Huh. I didn't think they lived in Costa Rica. Morphos, maybe? That's it. Need to get some before the Washington Treaty goes into effect. Says here Morphos aren't covered under the treaty. Must have slipped my mind. You sure you're feeling all right? Anyway, long story short, the butterfly got away. So how about it, Doc? Did you make that big butterfly too? Yes. And no. What was that thing? What are they doing here? Huh. Something tells me you're no ordinary entomologist. The nukes were loaded on that machine. The project's entering its final phase.
project. Denn eine E-Dampfe That's right. in den 70ern. The thermonuclear warheads they brought in, the bases scattered throughout Costa Rica, the mercenaries, the AI weapons, the research we were conducting here. It's all for this. We used this facility to develop unmanned weapons. Unmanned. Robots. The one you just fought was a pupa. There's also a flying type called chrysalis and a treaded type, the cocoon. Motor control, target detection, tracking, attack, capture, and transport functions are all controlled by an electronic brain. There's no need for a human pilot. They can only follow simple commands, though. Why build them here? For the CIA. They invited me here a year ago. That's who that guy was. The CIA's station chief for Central America. Goes by the name of Hot Coldman. Apparently he was some sort of hero back at the height of the Cold War. He's the one running the show. We called it the Peace Walker Project. Peace Walker. They're going to deploy a new type of nuclear weapon along the Caribbean coast of Latin America. A mobile, unmanned nuclear platform. Unmanned nuclear platform. A fail-deadly system that can automatically move into position and launch a retaliatory nuclear strike. It can move on its own, and stealth shields it from radar and satellite detection, drastically reducing the risk of it being destroyed in a preemptive strike. And this is the new deterrent? Supposed to be. The problem is the locomotion system. There's no dry season in the Caribbean. It rains all year round. The terrain is full of tropical rainforest. A lot of the time you can't even build a proper road. So I went back to where it all started. What's that? Legs. Walking power. A mobile launcher carrying a thermonuclear warhead even more powerful than the Soviet RDS-220s. That's Peace Walker. Chico's Basilisco. We did the assembly and field testing here. A walking nuke. I sort of borrowed the original idea from behind the Iron Curtain. The missing link between infantry and artillery. Metal Gear. Metal Gear. But they'd actually need to deploy dozens of them. Coldman needs funding for that. And to get it, he's planning a test, which will also serve as a demonstration for the folks back at Langley. Wait, he's launching a nuke to prove that his perfect deterrent works? In his words, to prove that if someone attacks us, we will strike back. Put simply, nuclear deterrence is the idea of using nukes to keep nukes in check. If one side launches nuclear weapons, the other is sure to launch theirs in retaliation, which makes launching an act of suicide. In the end, neither side can use its nukes. It's thanks to this doctrine that the world's two superpowers have avoided all-out confrontation. Nuclear deterrence has brought us peace. At the very least, it's prevented another world war from breaking out. But the theory of nuclear deterrence exists only on paper. In reality, there's no guarantee that either side would follow through with retaliation. There's the chance that a preemptive strike could destroy all the missile bases, render them unable to retaliate. But the biggest flaw in the theory is that the decision to retaliate has to be made by human beings. Let me give you a real-world example. Let's say Country X launches first against Country Y. If the people in charge of Country Y are like you and me, they're not going to be able to retaliate, knowing that they're effectively ending all human life. So then the weak link in nuclear deterrence theory is the uncertainty of retaliation. Bingo. And that creates a loophole Country X can exploit to launch the first strike. Which is why we designed the system to be unmanned. With Peace Walker, retaliation is certain. It chooses the appropriate target and launches a retaliatory nuclear strike every time, without needing human input to make the call. Launching a nuclear strike against Peace Walker is tantamount to pushing the launch button against yourself. It closes the loophole in nuclear deterrence theory, rendering our friends in Country X completely unable to launch. What Coldman is saying is that to achieve this goal,
We need to demonstrate that retaliation will be carried out by a machine. He will launch his nuke. And then his version of deterrence will be complete. And you believe him? I believe in peace through nuclear deterrence. Why? My father worked on the Manhattan Project. He put his whole life into that research. And all it created was this illusion of peace called deterrence. And then I was born, unable to walk. I had no choice but to face up to the nukes. But if they do end up launching, it'll all have been for nothing. They've got to be stopped. Where'd they take the warheads? To a base near the border. The final test is 5 days from now. Where's the base? You're gonna stop them? It's kind of a hike. And besides, there's a surefire way to halt the project. You see, Peace Walker isn't quite finished yet. What do you mean? It's missing one last critical structural component. The AI. Its brain. The reptile pod, the electronic brain I was working on, can only follow commands like, go there, attack that. I guess you could compare it to the human cerebellum. But for nuclear deterrence to work, it must function in place of a human decision maker. It needs something to analyze the huge volumes of data coming in and select an appropriate target for retaliation. Hence, it needs the high-level decision-making ability of a cerebrum. A mechanical cerebrum. The hardware configuration is modeled on the human brain, similar to the pod I worked on, but its role is completely different. Where's it being made? A research lab to the north. An AI expert named Dr. Strangelove is developing it. Very hush-hush. Dr. Strangelove? Strangelove was recruited from the States, too. In the field of AI, there's no one better, that's for sure. But man, what a basket case. She hates everybody. Go to the lab and destroy Peace Walker's cerebrum. I'm pretty sure they haven't finished the final calibrations yet. I'll lend you my ID card. It'll get you through security at the lab. Oh, and one more thing. What's this? A letter of recommendation? Yeah, it's from me to Dr. Strangelove. Don't read it, okay? So what will you do now? I'm done with science. At this rate, I'm probably already halfway to hell anyway. Not so fast. Why not join us? Our place is outer heaven. You'd fit right in. Outer heaven? Yeah. I'm probably better suited to something like that than this paradise. Good. You get a free balloon trip for signing up. Enjoy it. You'll feel like a butterfly. You're an agent, right? Who do you work for? Me. I was a Cold War tool, same as you. Now I'm not so useful anymore, so they cut me loose. I don't answer to anyone. Call me Snake. Snake? That name seems familiar somehow. That's probably just deja vu. You see that there? Beyond the cloud forest? See those ruins? Yeah. That's where you'll find Dr. Strangelove's lab. Das ist ein Stück. Das ist ein ganzes Stück. Da ist man eine Weile unterwegs. Ich bin gerade am Überlegen, meine ursprünglich geplante Reihenfolge der Metal Gear Spiele jetzt nochmal zu ändern. Weil Peace Walker baut so viel auf, was in Metal Gear Solid 5 weiter erzählt wird. Ich glaube, ich werde nach Peace Walker Teil 5 spielen. Und danach
Teil 4. Weil ich finde, Teil 4 hat auch irgendwie einen schöneren Abschluss als 5. 5 ist so. Hat keinen schönen Abschluss. Dann hätte man mit 4 einen schönen Abschluss mit der Reihe und dann ginge das auch fast gut über in Metal Gear Rising. Das ist jetzt mein Plan fürs Erste. Snake, the doctor's safe here with us. Huey, how are you feeling? Never better. This is quite the pad you've got here, boss. I'm impressed. Call me Snake. Whatever you say. Like it or not, everyone here calls you boss. By the way, if you're at all interested in improving your tech, by all means assign me to the R&D section. I'm pretty sure I'll be of some use. Once we have the necessary materials and blueprints, we can start work on that bipedal mech. I appreciate that, but are you sure you're okay with having your work used for war? I'll be using it to keep past mistakes in check. If I can help thwart the Peace Walker project, I'm happy to do it. Deterrence theory, Huey style, huh? Anyway, if you need any intel on the enemy's weapons or electronic brains, contact me. I've been given my own frequency. Sounds good to me, Doc. I'll do that. Good. Whatever the means, you must put a stop to their plans. Huey, falls es jetzt irgendwie nicht offensichtlich ist, eine Stimme, ist der Vater von Otakon. What now? MSF brand rations? Actually, that sounds... No. With all the men we have now, it may be time we started sending some of them to other countries. You mean dispatching marks? How else are we gonna keep feeding the crew we have? I know. You're right. Okay, to deploy troops, select Outer Ops from the Mother Base menu. If it goes really well, we might even get new recruits, weapon design specs, or leads on new missions. We can deploy any vehicles or large-scale weapons in our arsenal as well. And if things don't go really well? Yeah, we could lose men. I won't try and force you. You're the one calling the shots here, boss. Jetzt geht's richtig los. Mit den Zeitfressern. Outer Ops. Okay. Chef Grenade. Ich weiß nicht, wie sehr ich die brauche. Okay. Erstmal Huey natürlich ins R&D-Team. Ganze 2 Level, nice. Ostrake kommt auch ins R&D-Team. Das hat richtig was gebracht, nice. Dann kann ich jetzt Leute losschicken. Ja, gucken wir uns das Tutorial mal kurz an. Okay, man schickt Leute los in Konfliktzonen. Kämpfe finden statt, während man eine Mission macht. Leute können Erfahrung machen, können aber auch verletzt werden oder sterben. Max können repariert werden, wenn die Schaden nehmen. Okay. Dispatch. Fangen wir mal einfach mit einer E-Mission an.
Honey Buzzard. Ah ja, genau, man sieht jetzt links einen Kreis, also diesen gelben Kreis, und rechts sieht man auch einen Kreis. Diesen roten Kreis, den sieht man so gerade über meiner Kamera. Und ich muss den gelben Kreis größer bekommen als den roten Kreis. Ich glaube, ich schicke einfach ein ganzes Squad rein. Nur nicht Alligator, das ist mein Boy. Oh, dann kommt ja auch alle Erfahrung. Komplett Overkill der Scheiß, aber let's go. Launch Attack. Das ist jetzt eine schwerere Mission. Das wäre jetzt dumm, da ein zweites Team hinzu... Ich guck mal, wie voll ich das bekomme. Ich kann einen Panzer mitschicken. Ich mal den LAV mit. Das gibt schon mal eine gute Basis. Schon mal... Davon werden Leute auf jeden Fall nicht wiederkommen. Ich sehe das schon. Nein, nicht Max. Ich will Combat Units. Okay, Leute, macht mich stolz. Macht mich stolz, Leute. Die sind jetzt unterwegs. Während ich gleich unterwegs bin. Weapons. Ich kann... Chaff Grenades brauche ich auf jeden Fall. Dann gucke ich mal Items. Die nächste Stufe vom Analyzer wäre nicht schlecht. Night Vision Goggles weiß ich nicht, aber könnten hilfreich sein. Vielleicht, mal gucken. Ich weiß es nicht mehr. Wird bestimmt irgendwann Nacht. Wie viel habe ich jetzt noch? 23.000. Das reicht für die Magazine. Ich würde mal kurz in die Extra-Ops gucken. Target Demolition. So, da habe ich keinen Bock drauf. Das mache ich nicht. Das würde mir einen zweiten BTR bringen. Würde ich höchstens machen, wenn mein einer BTR kaputt geht. Dann würde ich es vielleicht machen. Target Demolition. Weiß nicht, was mir das bringt. Komm, machen wir das eben. Let's get this mission started. Complete the mission and proceed to the Fulton recovery Danach hole point ich mir was so we can get zu you trinken. back alive and well. Good luck out there. Ja. Sabotaging enemy bases is another principle of guerrilla warfare. You will need explosives for that. And naturally, once they detonate,
the enemy will know you're there. So you need to make sure you have enough time to get to safety before they go off. Best to plan your escape route before you go and plant the explosives. Okay, Mission Prep. Es geht nicht Snake rein, sondern Alligator. Ah, boy. Du hast... Ne, jetzt fehlt das C4. Das wollen wir schon mitnehmen. Und dann können wir auch los. Destroy all enemy supplies with your C4. Ich hab nicht aufgepasst, was muss ich kaputt machen? Ich kletter mal hier hoch. Ah, okay, da hinten die Kiste. Ist sie. I'm seeing things. Nein. Analyzer. Wir wissen, was der kann. A-Rank, nee. What was that? I'm seeing things. Auch D-Rank. What is it? What happened? Enemies. C4. Die Frage, wo mein Exit Point ist. Okay, you're done with that area. Head for the goal. Und fertig. You did it. Keep it up. Ich hab die Dudes gar nicht gescannt, egal. So, was hat mir das jetzt gebracht, ist die Frage. Bisschen Heroism. Bisschen Erfahrung. Und Nahrung. Hobby Magazine Design Specs hatte ich doch schon. Die habe ich doch schon mal bekommen. Thanks for putting me on the R&D team, Snake. I'll cut to the chase. We've commenced development on our own bipedal weapon. The only thing is, we don't exactly have easy access to resources here. Yeah. Unfortunately, we don't have the budget of a defense department behind us. I understand. That's why I want to ask you something. If you fight any more AI weapons, could you try to gather as many of their parts as you can? That would really make things go a lot smoother. Again, easier said than done. If anyone could do it, you can, boss. You single-handedly took out the pupa. True. Look, if you're not interested, I can just work with what we have here. I'm not trying to force you to take unnecessary risks. You're the boss around here. All right.
No promises, but I'll think about it. Great. Also, each AI weapon has a head part that serves as the core of its armament. Recovering a head part will allow you to use the weapon associated with that part. But those guys won't go down without a fight, so don't get too preoccupied with this stuff. Don't worry, I'm not about to risk my life for a bunch of scrap. I would hope not. One more thing. Our new bipedal weapon needs a name. Good point. We can't keep calling it our bipedal weapon. I had a talk with Miller, and we came up with Metal Gear Zeke. Metal Gear? Mhm. Zeke? Yep. As you know, Metal Gear was coined by Granin. And Zeke? It's a name the U.S. military gave to Japanese aircraft that flew during World War II. Zeke was the Japanese Navy's best fighter plane. So are you okay with that, Snake? So. Sure. Fine by me. Miller was saying that an army without borders will need a deterrent against other countries. He's right. With Metal Gear, MSF can achieve true independence. Here's hoping. Das heißt, Miller ist es schuld, dass Big Boss Metal Gear hat. Und später auch Nukes. Also sind wir ganz ehrlich, was bringt Metal Gear ohne Nukes? Oh nice, ich hab die Chefs schon. Das ging schnell. Jetzt habe ich die erste Op schon beendet. Team Alpha has returned. Schauen wir uns das Ergebnis an. Dafür muss ich die Kamera aber ausmachen, da sieht man ja gar nichts. Okay, das war easy. Alle schon gelevelt, sehr gut. Team Bravo ist auch zurück, gucken wir auch uns schnell an. Ich mache das nächste Mal wieder Autoplay an. Autoplay ist besser. Jetzt muss ich die ganze Zeit einen Knopf drücken. Der Vorteil, wenn man in der Überzahl ist, hat mehr Leute, die Schaden machen. Das werde ich mir aber nicht jedes Mal angucken. Das ist dauert doch etwas lame, glaube ich. Schön, es mal gesehen zu haben. Cardboard Box Tank. Kann ich nicht benutzen, weil es Koop braucht. Mann. Okay, dann reicht hier Team Alpha, ja. Die sollten das hinbekommen.
Hier D+. Oh, die haben auch ein BTR. Aber sollte machbar sein. Let's go. Kann ich noch eins checken? Ich glaube nicht. Ich hätte den BTR gegen den, also mein LAV gegen den dicken Panzer tauschen können. Kann ich das canceln? Ja. Das ist bestimmt besser gegen den BTR. So kann ich das dispatchen, ja. Okay, gucken wir mal, wie das ausgeht. Gucken wir mal in Metal Gear Sieg rein. Would you like to view the tutorial? Yes, bitte. Ah, wir können Metal Gear Sieg entwickeln. Was fertig ist, können wir den auch in Outer Ops und andere Missionen mitnehmen. Braucht man Parts aus AI-Dingern. Okay, kann man was customizen. Walk Unit. Brauche ich W-Unit Scrap. Okay. P-Unit Scrap. Ich habe wahrscheinlich zu wenig Scrap. Okay. Subliminal Pass brauche ich mir gar nicht angucken. Ich muss noch ein paar AI-Weapons hier zerballern. Gut zu wissen. Das braucht noch... Solidus Magazine kann ich auch noch entwickeln. Nice. Ich gucke aber erstmal... Items. Ja, dann mache ich das Solidus Magazin noch rein. Einfach, weil, warum nicht? Das Ding brauche ich zwar nicht, aber ich kann es auch mal eben entwickeln. Schadet ja nicht, glaube ich. Hoffe ich. Okay. Ich würde mal hier reingehen. Machen wir mal den Text aus. Und dann würde ich mal kurz auf Toilette gehen. Bin gleich wieder da.
ich bin wieder da. Hab mir noch was zu trinken geholt. Dann können wir jetzt wieder in die nächste Hauptmission gehen. Uns die nächste Hauptmission angucken. Zum Wolkenwald wollen wir. Snake, Peace Walker is the heart of the enemy's project. To prevent its completion, you'll need to either shut down or destroy the artificial intelligence that functions as its brain. According to Huey, that AI is now undergoing final calibrations in Strangelove's lab. It's inside a tropical cloud forest. Slip in and terminate that AI before they ship it out. Briefing. We've also confirmed that some of the enemies specialize in ambushes. Amanda's crew calls them scouts. They'll blend themselves in with the terrain and the vegetation. Then, when they see you, they'll swoop in. They fight pretty much like commandos, and will use clearing techniques to flush you out. In addition to wielding normal weapons, the scouts also carry wires. Sounds like these guys know their CQC. Could be. We've been getting reports of CQC attacks being blocked by wires. Stay alert. Ah, okay. Hier kann ich nicht einfach CQC, das ist gut zu wissen. The cloud forests cover the central mountainous region of the country. They are perpetually shrouded in fog. You get wet just standing there. It is as if the entire forest is inside a cloud. Must make for poor visibility. It does, but beauty too. It is like being lost in some mystical green labyrinth. I'd rather not get lost, if that's okay. The forests are also home to lots of rare animals, especially bright-colored frogs. They like the humidity. Are there any large-scale ruins in Costa Rica, Paz? There is a place east of Cartago called Guajabu. They have ruins there, but they're not especially big. Not the place I'm thinking of. Any others? Well, if you go a little way across the border into Nicaragua, there is a place called La Fortaleza de la Inmaculada Concepción. That is the only famous one. Then what were those ruins I saw from up on Irasu? There are a lot of things we still do not know about Costa Rica's ancient civilizations. There are giant stone spheres throughout the country. What they were used for is still a mystery. You know that butterfly painted on Peace Walker? Any idea what that is? It is a morpho. A Pallades morpho, if I'm not mistaken. Pallades morpho? Uh-huh. It is the most common type of morpho in Costa Rica. Huh. It has these gorgeous metallic blue wings that shimmer in the light. You can see them even from a distance. You mean they reflect light? Correct. It is called structural color. Morpho scales have tiny bumps on them that interfere with the light and make them look blue. The space between the bumps corresponds to the wavelength of the blue light. Let me see if I get this. So if you could change the spacing, you'd end up seeing a different color. That is the principle. I heard somewhere it is being researched as a way to color cloth without dye. Think of the camouflage you could make with that. Is that all you can think of? Hey, it's important. What I don't get is why they'd put a butterfly on Peace Walker. Maybe because it looks pretty. I hope that's all it is. Das Spiel kam, glaube ich, nach Metal Gear Solid 4 raus. Das heißt, es war, glaube ich, gerade eine ganz kurze Anspielung auf die Octocamo, die wir noch sehen werden, aber erst viel, viel später, wenn ich Metal Gear Solid 5 erstmal vorziehe. So, Dschungel, da gehen wir gleich rein. This area is a tropical cloud forest, continually covered in a thick mist. It is quite a mystical place. Selva de la Leche. Forest of Milk.
I can barely see in front of me. There you go again. The forest is basically sitting in a cloud, so of course it's going to be hard to see. But you know, the cloud forest is the only place many exotic creatures can live. Well, if they're not edible, I'm not interested. Snake, I'll have you know people travel from all around the world to witness Costa Rica's unique fauna. Snake, watch out for the frogs. Why? They bite? Relax. No frog's ever eaten a snake. Although, I've feasted on a few frog's legs myself. But they are dangerous. They are poisonous. Poisonous? Poison dart frogs live up to their name, I assure you. Their poison is so strong, the Indígena use them to make poison-tipped arrows. Some secrete poison through their skin. Even touching them can be dangerous. So don't go petting them or anything. So, I can't eat one? I am warning you. Noch nicht streicheln. Schade. Ich wollte frische streicheln. From here on in, you'll be in a cloud forest. The ground is covered in vegetation. You'll have plenty of hiding places, but so will the enemy. I'll keep an eye out for scouts. Trying to force your way through would be suicide. Know the enemy's location before Da making muss any ich moves. vorsichtig sein. Too bad you don't have some sort of radar. I could try night vision. Once you know Hab ich where an noch enemy nicht, is, glaub ich. decide how you want to handle him. You could get into his blind spots. Or drop him from a distance before he even has a clue someone's around. An eye for an eye, right? Da brauchte ich Night Vision für. Stimmt. Chico, you know much about cloud forests? Not that much. All I know is there's a world of difference between a rainy rainforest and a foggy cloud forest. But they have some things in common. But like for instance, you gotta watch out Ja, for weiß ich poison schon. dart frogs. Both rain and cloud forests have high humidity, so they're perfect environments for frogs and other amphibians. I mean, it's not like just touching a strawberry poison dart frog or a dying dart frog is going to kill you. But don't eat them, no matter how hungry you get. I can get all the rations I need from Mother Base. No jungle food for me this time. Seriously? You're not disappointed you don't get to eat wild animals? What do you think I am? Just kidding. In Colombia, though, there's a frog, the golden dart frog, that's lethal to the touch. How do you know all this? Come on. Don't you think poisonous animals are cool? Not if you get poisoned by one. Well, obviously. One more thing. When you get to the forest, be on the lookout for Bigfoot. I think I'll be okay there. Lernen wir noch was über Bigfoot? Ja, wir lernen noch was über Bigfoot. Bigfoot is an ape man that lives in the Rocky Mountains. In the local Indian language, he's known as Sasquatch. And get this, he's over 3 vara. Can you believe that? So he's kind of like a gorilla? Completely different. Even the biggest gorillas only get to about 2 vara, and they walk on their knuckles. Bigfoot's big, and he walks on 2 feet, like people. So he's more man than ape. Probably. His ancestors must have split off from humans at some point. Like before they started using tools and stuff. Yeah, but aren't the Rockies kind of far away from here? Not that far. According to Darwin, humans came all the way over here from Africa. Ja, aber da gab's eine Plus, Landbrücke. there have been sightings in Venezuela of an ape man called Mono Grande. Costa Rica has tons of plant and animal species. So I'd expect there to be at least one kind of ape man. At least. Gotta admit, I've never heard of Mono Grande. Yeah, he's not as famous as Bigfoot. He's similar, but he lives in Venezuela. He's not that big, less than 2 vara, but he's way more ferocious than Bigfoot. Huh. I wonder just how mean he is. Like when he catches his prey, does he punch it to death? That's the law of the wild. You catch your prey, you kill it, and you eat it. Yeah. But punching is way more ferocious than biting. Well, maybe it seems that way because that's what humans do. You really love UMAs, don't you, Chico? Do you know what I think? I think UMAs should be dangerous. Otherwise, where's the fun in hunting them?
Was hat Yui noch interessant? Oh Gott. Ja, das ist alles wichtig für diese Mission jetzt. Auf jeden Fall. Nee. Nee. Okay, ich brauche was für ein... Ich habe schon was für einen Dschungel. Ich glaube, ich nehme die DPM. Die ist einfach am besten. Survival. Ich brauche keinen R. Alter, was ist mit dem Controller gerade? Der ist gerade richtig am Ausrasten. Das sollte so passen. Ich kann das... Ich lasse mal die Chips hier. Swan Indicator habe ich. Ah, Night Vision Goggles. Die könnten hilfreich werden. Okay. Dann gehen wir rein. Warum habe ich gerade Hufe gehört? Oh, Kapitel 2. Nice. Das Spiel wird lang. Ich glaube, da werde ich mehr als 3 Sessions für brauchen. Snake, how's the mule treating you? At this pace, I should be Weil er auf there dem by Esel tomorrow reitet, morning. deswegen. You've got to hurry. The AI could be completed any time now. It'd be nice to have a guide. Already on it. I've enlisted Paz to help you. She knows the jungle pretty well. Snake, I know you are an expert in survival, but you need to stay alert. You are in an ancient jungle so foggy, you can hardly see the trees. It is home to 2,500 species of plants, including 400 types of orchids. There are also 500 species of butterflies, and over 400 species of wild birds. The bedrock is solid enough that Mayan ruins have miraculously survived centuries of earthquakes. An AI lab in a Mayan ruin. Who'd have thought, hey, Huey? My sentiments exactly. That doesn't mean security's any less tight, though. You still have the ID card I gave you, don't you? Got it right here. That'll get you through the gate, no problem. After that, you're Hätte ich das on your einpacken own. sollen? As Ich long as glaub the nicht. AI remains unassembled, Coldman's plans on ice. What about security inside the lab? Well, it shouldn't be a problem for you. Strangelove demanded that the security presence inside the lab be kept to a minimum. It's not all good news, Snake. Coldman knows Jeff we're here. Grenades mitnehmen He's sollen, raised glaube security ich. in the area surrounding the lab. You'll be seeing a lot of that Chrysalis UAV, and a bunch of patrol choppers too. There may be scouts in the jungle lying in ambush. As you approach the lab, be extra vigilant. I'll be careful. They're looking for you. Stay sharp. Snake, Strangelove's lab is a few miles to the north. It won't be long before the AI is complete. Don't let that happen.
Careful. If there's enemy scouts around here, they'll be nearly impossible to see. Watch out. Enemy search may not spot enemies that are actively Mein hidden. Controller drückt Knöpfe, wenn ich den bewege. Es ist absolut komisch. Here he is. Das habe ich voll vergessen. Und er hat's auch gerade. Miller hat's gerade noch gesagt, soll auf beide aufpassen. Er hat's gesagt. Ich wollte nicht hören. C-Rank? Okay. Ich scanne die erstmal und dann ich meinen Fulltown raus. D-Rank, also den lasse ich liegen. Dann nehme ich nur den mit. Fulton recovery helicopter is complete. Okay, wenn ich jetzt die Night Vision Goggles reinmache. Ja, doch, die haben Batterien. Und noch irgendwas? So. Können gleichzeitig mit Waffen benutzt werden. Ist gut. Was ist eine Vogelscheuche? So, hier muss ich auch wieder aufpassen, weil hier waren auf jeden Fall versteckte Gegner. Vorne liegt einer. So. Den einmal angucken.
D-Rank. Da vorne liegt noch einer. Da hinten liegt einer. Nee, da hinten liegt ein Gefangener, oder? Wie ein Gefangener aus. Nee, hier nicht CQC, ne? Nee, ich wollte den analysieren. Snake? Ah, eine Camo, nice. So, dich nehmen wir mit. Was ist jetzt hier? Hier möchte ich weiter. That area is not part of the Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Och nein. Nein. Ah. Ah. Der Scheiß schon wieder. Das wird dauern. Wisst ihr, was super wäre? Wenn ich in dieser Dreiviertelstunde, die ich jetzt wahrscheinlich mindestens brauchen werde, ja, die ganzen Dialoge anhören könnte. Aber naja. Es kann auch sein, dass ich hier jetzt ein paar Mal verkacken werde. Ich habe das irgendwie etwas schwer in Erinnerung. Kann aber auch sein, dass es irgendwie eine extra Op war, die ich so schwer in Erinnerung hatte. Der Intel Mensa. Habe ich noch Leute in der Brick? Nein. Sickbay, ja.
Nicht das Skippen. Cancel, ja. Eigentlich nur checken, ob irgendjemand dabei verletzt wurde. Ah, da wurden welche verletzt, okay. Das wird wahrscheinlich eher eine Mission für Team Bravo sein. Und zwar ist auch noch ganz, aber da brauche ich neue Leute für. Also ich brauche wahrscheinlich nicht unbedingt, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, die Mission erfolgreich abzuschließen. Dann würde ich hier wahrscheinlich den LAV mitnehmen. Die haben auch einen BTR. Naja, ich probiere es mal. Wie viele Combat-Leute? Oh, das ist dann der Rest von meiner Combat-Unit. Ich guck mal, wie viel ich hier rausbekomme. Ohne Alligator einzusetzen. Ich glaube, das wird nix, ne. Die sind alle zu schlecht. Nein, kein weiterer Mac. Nee, 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 nee. Lassen wir es dabei. Hier wird noch fleißig geforscht. Werde ich zwar nicht benutzen, aber mache ich mal mit rein. Snake, ja. that's a hind. You've got to take it out somehow. Either neutralize the soldiers or bring down the chopper. Good luck. Ich glaube, da brauche ich die Nagant für. Catarata de la Muerte means waterfall nice. of death. Huh. How cheerful. I am sure it will be no problem for you, Snake. Especially compared to all the dire situations you've faced in the past. Yeah, easy to say now. We'll see what really happens. Sorry. Still, you have surprised me. Everything they say about the legend is true. I'm neither hero nor legend. But for some reason, I don't mind you calling me that. Thanks. Be careful, Snake. Peace.
Don't even think about facing a chopper head-on. Guerrilla tactics would work well in a place like that. Moving from tree to tree will make it hard to get a fix on you from the air. That's your best chance. Good thinking, Commandante. You clearly know your way around a battlefield. Enough, boss. Time to stop talking and start using your ears. When you're hiding, you won't be able to see the chopper that well. It's important to use sound to get a read on its position. You could also try taking out its tail rotor. That would greatly reduce its mobility. And watch out for ground troops. Copy that, Commandante. Komm, hören wir uns das mal eben kurz an. Das ist vielleicht wichtig. So this Dr. Strangelove was at NASA? Yeah. Well, actually, Strangelove left for DARPA not long after I joined. And then the two of you ended up back together doing research at Costa Rica. Not exactly together. We coordinated on a few things, but the research projects themselves were separate from each other. We had it worked out so that Dr. Strangelove handled the mammal pod, Peace Walker's cerebrum, while I did the rest. That letter, something to do with your research? Huh? No, it's yeah, it's a report. Research findings. Research findings? Anything in there we could use against Peace Walker? Nothing. Nothing at all. Just don't read it, okay? Promise me you won't? Okay, das war jetzt nicht so wichtig. Und auch, da fehlt jetzt mega viel Kontext, weil da müssten wir uns alle anderen Audio-Files von Huey erstmal anhören. Aber nicht jetzt. Jetzt habe ich Wichtigeres zu tun. Ich brauche definitiv Rauchgranate, glaube ich. Statt dem M16 würde ich die Nagant mitnehmen. Die nicht schallgedämpft ist, aber das... ist egal. Andere Camo, andere Uniform. Was sind die Snake? Camo. Da. Die wird später hilfreich. Gleich bei DPM. Obwohl, hier könnte auch Treebark gut sein, glaube ich. Wo ist die hin? Ich probiere mal Treebark. Survival. Gehen wir rein. So keine Lust auf die Scheiße. Forget about the chopper for now. Just take out the troops. They're trying to find you. Make sure they don't. Watch your back!
Nicht einfach random aufstehen, Snake. Das ist... tut nicht gut. So, deine Bodentruppen sind alle weg. Was tust du jetzt? Ha? Was willst du tun? Ist mir gar nichts. Vielleicht wird das doch noch einfacher als gedacht. Wird halt nur nicht unbedingt Stealth. Fuck. Okay. Vielleicht wird's doch nicht so einfach. What's your situation? Snake! Ich wechsle mal die Kamera wieder. Neutralize the enemy troops. They haven't seen you yet. Ich will mal die Smokes Now's your mit. chance. Watch your backs! Enemies close by! Enemies close by! Next! So habe ich mir das nicht gedacht. Scheiße. Ich muss dran denken, da wieder Rationen reinzumachen. This cannot be happening. Tell me you're okay. Snake! Also ich glaube, das wird schwierig, das nicht Stealth zu machen. Oh, da ist ein L zu viel. Neutralize the enemy troops. Strike
quick before they spot you. Watch your backs! Enemies close by! Enemies close by! Enemies close by! Ich bin tot. Fuck. Mann, ey, das ist so asozial. Get up, Snake, please! I cannot lose another Comandante! Snake! Neutralize the enemy troops. Ich probier's mal anders. They haven't seen you yet. Perfect. Now's your chance. Watch your backs! Ich glaube, die Smoke brauche ich trotzdem. What is it? Enemies close by! Next!
Achso, da ist noch einer übrig. Habe ich voll übersehen. Ja, noch Backup. Ja. Oh fuck. Hab ich keine Fulltrons mehr. Das ist schlecht. Hab ich weg. Nein, ich habe keine Fulltrons zurückbekommen. Fuck. Okay, dann müssen die halt sterben. Ich habe keine Lethal Weapon. Was soll ich denn machen?
Hier bin ich. Bring deine Leute um. Okay, nee, das hilft nicht. They've okayed the request for support. They're sending out a cardboard box as we speak. Nein! Ah! Snake? What happened? Answer me! Snake! Ich, brauche ein anderes Loadout. Wenn ich keine Fulltons nachbekomme, brauche ich eine tödliche Waffe. Snake. Heißt, ich werde die Mark 22 gegen eine 1911 austauschen, damit ich die im Notfall headshotten kann. Weil ich glaube, ich kann den Piloten erst mit der Nagant treffen, wenn die anderen alle weg sind. Oder tot. Forget about the chopper for now. Just take out the troops. Watch your back! Strike before they spot you. Ich probiere mal, ob das möglich ist, die einzusmoken, ohne dass die mich vorher sehen. Dafür könnte ich einmal hier rüber gehen, ne? Who's that? Someone there? What is it? Enemies close by. Okay, nee, das hat nicht geholfen. Enemies close.
Okay, wenn ich nicht zu früh diese Fulltown-Dinger einsammle, dann müsste das machbar sein. Der muss sich woanders hin bewegen, der Chopper. Mach doch mal was anderes. So kriegst du mich nicht. Geht doch. Das wird helfen. Tut mir leid, Chopper, aber ich bin hier in Deckung. So, jetzt habe ich wieder 7, das müsste reichen. They've okayed the request for support. They're sending out a cardboard box as we speak. Backup units deployed now! Move in!
Mission eine. They've okayed your request for a cardboard box. It'll be sent out shortly. Backup units deployed now! Nein, nicht. So. 1, 2. Der letzte, okay. Tut mir leid, Rudi, dann musst du jetzt dran glauben. Ich hab mir Mühe gegeben. So, der ist schon tot. Ja, wie viele noch? So, ich muss die umbringen, stimmt. So, hat er noch eine Ladung an Soldaten für mich oder was?
was passiert jetzt, mein Freund? Okay, der hat mich jetzt verloren. Ich meine, ich muss den jetzt irgendwie mit der Nagant erwischen. Dann muss ich den aber sehen. Ich weiß nicht, was hier passiert. Kann auch sein, dass ich dem erst irgendwie anders Schaden machen muss? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Okay, jetzt hat er mich wieder engaged. Nee, ich muss den irgendwie... Ja, das wird jetzt witzig.
bei meiner letzten Ration. GG. Einfach diesen Tank treffen. Come on. Ich muss mir jetzt gleich Nachschub holen. Damit kann ich noch eine Weile überleben. Wieder meine letzten Schuss.
Mann, ich will den Chopper haben. Ich probiere mal, was passiert, wenn er mich wieder verliert. Nur lange genug vor dem Versteck, dann müsste der mich wieder verlieren. Dann gucke ich, was passiert. Dürfte mich ja eigentlich nicht mehr sehen. Er hat aber auch immer noch alle Fenster, ne? Ah. Ich weiß nicht mehr, was die Strategie war, um den Heli zu bekommen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es irgendwie ging. Jetzt verliert er mich wieder. Jetzt kann ich mal kurz aufatmen und dann überlegen, wie ich den bekomme. Noch irgendwelche hilfreichen Tipps, wie ich den nicht umbringe? Vielleicht. Das würde mir helfen. Wäre schön, wenn der einfach wieder hier da am Wasserfall hin und her hovern würde. Würde mir helfen. Was, wenn ich auf den Heckrotor schieße?
das hilft irgendwie nicht. Ich glaube, ich google das einmal kurz. Weil ich habe gerade voll keinen Plan, wie das funktionieren soll. Metal. Solid. Peace Walker. Right. Bla bla bla. Es hilft alles nicht. Es hilft alles nicht. Okay, ich glaube, ich muss alle... Ah, fuck, ich muss es wahrscheinlich nochmal neu machen. Oder, ne, vielleicht muss ich dem noch ein bisschen Schaden machen. Ich probiere mal noch dem ein bisschen Schaden zu machen. Dafür brauche ich aber Muni.
Also wenn er keine Soldaten hat, soll das eventuell reichen, ihm genug Schaden zu machen. Gucken. Weil der soll rausgucken irgendwann. Und dann, weil man den mit der Musin wegsnipen kann. Schon wieder keine Money. Ich hätte die M16 mitnehmen sollen. Der jetzt raus? Nein. Muss dem noch mehr Schaden machen. Dafür hole ich mir aber erstmal nochmal Supplies. Evocate your request for a cardboard box. It'll be sent out shortly. Gehen irgendwann die Supply-Marker aus. Evocate your request for support. They're sending out a cardboard box as we speak.
glaube, das wird so nix. They've okayed your request for a cardboard box. It'll be sent out shortly. Er streckt auch seinen Kopf immer noch nicht raus. Ich habe das Gefühl, das bringt irgendwie nicht so viel. Gehen auch echt die Supply-Marker aus. Muss vielleicht ein Raketenwerfer dann... oder wieder... Ja, doch, ich muss wahrscheinlich einen Raketenwerfer mitnehmen. Weil ich mache dem mit der Pistole nicht genug Schaden. Und schon wieder keine Munition. Steckt er sein Köpfchen jetzt raus, bitte. Bitte. Nee. Oh Mann, ey, geht mir das auf die Nerven.
Das war's. Okay, ich gebe auf. Das gilt als Fail. Das gilt definitiv als Fail. Aber ich habe gerade gesehen, es gibt auf der Map genug Fulton-Dinger. Ich glaube, ich weiß auch, wo das zweite Pack liegt. Dass man alle 20 Soldaten, die da aus dem scheiß Helikopter rauskommen, umbringen kann. Rausholen kann. Ich nehme jetzt einen Raketenwerfer mit, damit ich diesem scheiß Teil Schaden machen kann. Ich bleib bei Treebark. Ich probiere das jetzt in einer Stunde, kann das sein? Ah. Neutralize the enemy troops. They haven't seen you yet. Perfect. Now's your chance. Who's that? Enemies close by. Is complete. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. What? Wo ist der Heli?
So, und ich glaube, hier hinten war die zweite Ladung Fulton-Dinger. Genau. Hä? Okay, wie komme ich an den dran? Fuck my life. Lauf! That area is not part of the mission. They've okayed the request for support. They're sending out a cardboard box as we speak. So. Alle Soldaten rausgefulltaunt. Ist entweder zeigt er jetzt sein Köpfchen. Oder ich muss ihm Schaden machen. Ich muss ihm Schaden machen. Dafür habe ich jetzt den Raketenwerfer.
Komm du doch raus. Ich hab keine Angst vor dir. Im Notfall muss ich den halt kaputt machen, ne? Aber das ist dann halt so. Mach ich halt keinen Heli. Jetzt! Oh. Jetzt muss ich den auch noch treffen. Fuck! Jawohl! Ja! Gott, hat das lange gedauert. Oh. Holy shit, Mann. Aber als Zeichen ein Kampfhelikopter. Es hat 53 Heroism gegeben. Nice. Und immerhin. Rang A. Nice. Sneaking Suit freigeschaltet. Nur zum Dingsen. Nice. Ich hoffe, ich kann den. Ich werde den noch nicht erforschen können. Oder? Da werde ich 100 pro mehr R&D für brauchen. Boss, I'm starting to wonder if recruiting the soldiers with a Fulton isn't a little heavy-handed. I already don't like where this is going. I think the voluntary approach could be more pragmatic. Technically, we're not a corporate entity, but at our size, that's not too far from the truth. We can't keep using guerrilla tactics to find new blood. To search for volunteers, select recruit from the menu, or select trade to exchange soldiers with other mercenary units. Yeah, provided we've got the friends for that. Ja, ist blöd ohne Freunde. Kann man nicht tauschen, nicht handeln. Okay, nice. Ein paar Magazine. Inlaser Rang 2 ist fertig. Bild ist fertig.
Ein paar Leute hinter Brick. Das ist... Aber ein paar wollen direkt hier rein. Ich will nicht mehr R&D-Team haben. Das hat mal was gebracht. Du kommst auch ins R&D-Team. Oh, nice. Red Dane. Reicht gerade so, ja? Alle fürs R&D-Team gut. Was ist denn das? Ja, du bist Combat. Combat. Und hier kann man Leute rekrutieren. Was braucht man denn zum Rekrutieren? Muss die im Kampf besiegen? Ich probiere das einfach mal. Looks like our reputation is spreading. We've got battle-hardened veterans from all kinds of places trying to join our army. But they insist on testing your skills to see if you're the real deal before they'll join. Let's put these arrogant upstarts in their place. Take them down using hand-to-hand strikes or CQC. If you can knock them all out within the time limit, they'll join us, becoming powerful allies. Don't disappoint them, boss. Show them what you got. Dreimal best. Reporting for duty. Come on, give it to me. I give up. War's das schon? Okay. Das war einfach. Horst ist beigetreten. Was kann Horst denn? Ich guck mal, wie hier meine Sachen gelaufen sind. Oh nee. Komm mal runter, was passiert? Messempfohlen, okay. Na, habt ihr alle überlebt? Sehr gut.
Ihr dürft das. Schafft ihr schon, ich glaube an euch. Und das ist dann ein Job für Team Bravo. Was ist hiermit? Ja, schaffen die... Habe ich bessere mittlerweile dafür? Ich hier Horse dazu packe. Könnte reichen. Könnten aber auch Leute bei draufgehen. Ich probier's mal. Let's go. Forschen. Definitiv die Rauchgranate. Die ist, glaube ich, für mich am wertvollsten. Und dann mache ich das noch rein. Könnte helfen. Guck ich mal kurz bei Items. Ration auf jeden Fall. Das Full-System auf. Ja. Guck mal kurz. Was kann das Schild eigentlich? So, wir aim button to use. Also den kann ich eigentlich mal ausprobieren. Wenn ich irgendwo auf jeden Fall viel baller. Könnte bei Bossfights hilfreich sein, vielleicht. Die Mechs sind alle unterwegs. Der Helikopter wird repariert. Dann geht's jetzt in die nächste Mission. Okay, es geht tatsächlich schon ins Labor. Snake, infiltrate Dr. Strangelove's research lab and either deactivate or destroy the AI. The lab's built into some ancient ruins, so find those first. Gucken wir mal Briefing an. Scouts hatten wir schon. Selva de la Muerte. Selva de la Muerte, huh? Forest of Death. Wouldn't want to get lost here. Sure wouldn't. But do not worry. I will be your guide. Happy to hear it. By the way, Snake, you know much about sloths? Just the name. They are amazing. Sloths spend almost all of their lives up in the trees, except for when they have to go to the bathroom. Plus, they barely eat a thing. What? How do they survive? Why do you think they are called sloths? They hardly move, so they hardly burn any energy. They are also able to maintain a low body temperature, lowering their metabolism further and allowing them to survive on very little. Wouldn't that make it easier for them to get picked off by predators? They stick to the trees, helping them blend in and stay out of sight. They say there are even some sloths that grow moss when they reach a certain age, like some sort of fairy tale forest hermit, huh? I knew a great old sniper once.
Guess he was even more in tune with nature than I thought. Old sniper? What are you Das talking Ende. about? Meine Liebe, das Ende. Das kann ich nicht aussprechen. La Ruinas de Xochiquetzal will be around there. They have not been restored at all, so they may well be covered in plants. Xochiquetzal? An Aztec goddess of fertility and beauty. They say she was always accompanied by birds and butterflies. One theory states she was the mother of the god known as Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. The Quetzal is said to be an incarnation of Quetzalcoatl, hence its name. I get it. Well, this place definitely matches the atmosphere of a cloud forest. Now, it may have seen better days, but that is still a temple, so be sure to show respect when you're inside. If the mood strikes me. Well, you've got no one to blame but yourself if Xochiquetzal strikes you down. The paths there are buried in vegetation. Work with nature to conceal yourself, and you'll be much harder to spot. A ghillie suit would be perfect here. In any case, take caution when advancing. Don't wear anything that stands out. The ruins are a labyrinth, so try and keep your bearings. I could use those walls to stay out of sight. Once a sniper is spotted, he'll move to another location. You shouldn't stick to the same place either. Oh, I know. I learned all about that in the Soviet Union. It is not necessarily a good idea to try to engage a sniper in close quarters combat. Finally, once you've found a place to hide, don't let them take you from behind. Don't worry. No one sneaks up on me. Okay. Dann mache ich mich mal ready. Irgendwas hier war doch gut für Ruins. Snake war gut für Ruins. Das ist der Sneaking Suit, okay. Gut für Concrete. Aber ich nehme Snake. Survival. Dann tausche ich hier wieder gegen die Mark 22. Und ich soll... Ja, den benutze ich eh nie. Dann nehme ich den raus. Ich soll die Karte mitnehmen. Die ID-Card. Nehmen kein C4 mit. Ich nehme eine Chaff Grenade mit. Falls da irgendwie Überwachungskameras oder sowas sind. Dann geht's rein. Eventuell auch die letzte Mission für heute. Ich guck mal, wo das endet. Mal kurz, ob ich hier noch irgendwas Interessantes finde. Aber sieht nicht so aus, ne.
Some scouts are really hard to spot because they use grass or dirt to camouflage themselves. They blend right in with the natural surroundings. Deshalb habe ich die Night Vision Goggles mit. Das war ordentlich im Flackern. Snipers and laser sights are a deadly combination. Da, ich sehe einen. Da liegt eine Ration, das ist gut. Das hat vorhin aber nicht so geflackert, oder? Ich meine, da oben wäre noch einer irgendwo. Mal kurz analysieren. 10, das ist doch gut. Ich dich mal mit. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Oh! B-Rank! Der ist richtig gut. Fulton recovery helicopter Nicht is hier complete. hochstopp nicht. Hier musste man richtig vorsichtig sein, meine ich. Auch C-Rank. Hier gerade irgendwo einen Gefangenen gehört. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit.
Goggles. Ich sehe dich genau. You hear that? Gunshots! There, I saw it again. We're being shot at. Going to alert status. Understood. Dispatching reinforcements. Proceed with extra caution. Nothing. Hey! Ich bin langsam an einem Punkt, wo ich das nicht mehr so sehr lohnt, C-Rank-Leute mitzunehmen. Hab ich das Gefühl. Gerade so. Come in, HQ. This is HQ. This is patrol. All clear. Understood. Return to base. Hey! Ich glaube, ich muss wahrscheinlich beide Sniper jetzt wieder. Ja. Passt. Okay, der ist D-Rank. B-Rank. Nice. Nehmen wir mit. Rationen nehmen wir auch mit. Fulton recovery helicopter is complete. Können wir auch schon wieder weiter. In die Ruinen. Hey, Tu m'as trouvé. C'est moi, le loup. French. Ja, stimmt. Fini de jouer à cache-cache. Dis-moi qui tu es. Please, do not kill me. You know, soldier. I am a tourist. What's your name? Please. What are you doing here? Cecile. Cosima. Caminada. You're not one of the soldiers? Please, lower your gun. Who are you?
A poacher? The gun's for self-defense. I'm looking for that one rare bird in Costa Rica. Which one? The quetzal? Right, the quetzal. They're rare, but they're not covered under the Washington Treaty. The resplendent quetzal is red-listed. Really? You know your stuff. I am an ornithologist myself. Well, we'll have to compare notes later. Here, drink some of this. Bisschen Mate. You saved me. They told me this was a paradise. That there were more rare birds here than anywhere else. That there was no war here. That it was safe. They told me it was every birder's dream. But they were wrong. What happened? If only I had not recorded that stupid voice. Voice? I was trying to capture the quetzal song. Making my way through a thicket, I saw immense runes towering before me. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. You're the one who made the tape. I am loyal to myself. Who's there? I was captured by that woman. But she was kind. She gave me food to eat and even bathed me herself each day. But she said I could go home in a month. So whatever you do, don't take off the blindfold. Do so, and you will never leave here. Guess you didn't listen. How'd you escape? I waited for an opening. Stole an ID card. They almost caught me, but I managed to elude them. You made it this far and then succumbed to exhaustion. I was barefoot, with no supplies. Oh, I am so sorry. I drank it all. That facility. Did you see anybody else in there? Well, there was another woman, but I never saw her in person. Because, you know, the blindfold. Oh, yes. She often sang. Sang? It was such a strange song. What kind of person was she? Could you tell anything from her voice? I don't know. I don't even know why I was held a prisoner. They confiscated my equipment, my supplies, my passport, money, everything. The only thing I was allowed to keep were my undergarments. So that I would not be able to Wie ist das escape. Tape rausgekommen? And now, I am without even the means to prove who I am. I will not make it home to Paris like this. In that case, come to our place. Huh? You don't need a passport there. Don't even need a name. If you want to go back to Paris, we'll take you there anytime. What I want is a shower, a change of clothes, and a cigarette. I've got a cigar. It's Cuban. No French cigarettes? I prefer unfiltered. Fresh out. But come back to my place, and you can have all the French cigarettes you want. It sounds like heaven. Close, but not quite. Outer heaven. It is sounding better all the time. So... You must Richtig have viel zu gotten a look at the gutes facility Englisch when für you eine escaped, right? echte Französin. What's in there? Lots of machinery. A big computer, like you would see in a university. What about the room where you heard the voice? Anybody in there? I don't know. There was a tube. A large tube in the back. When I approached it, I heard a voice. What did it say? Jack. Yes, it simply said Jack over and over. Jack. Listen, you've got to get me out of here. I really need a shower. Wait here. I still got business to take care of. What? You're not thinking of going in there, are you? You can't leave me here. Relax. I'll have some friends pick you up. This is Miller.
One for recovery. A civilian. Snake, we don't have room for any more civilians here. Not even for a blonde Parisienne. A what? So she's, pretty foxy? See for yourself. If what she's saying is true, I think we found Paz's friend. The missing one? I'm thinking that she's the one that made that tape. Have her listen to it when she gets there. So she's safe then. Good news. I'm sure Paz will be glad to hear it. You bet. Snake, the ruins are just up ahead. Head north. On my way. What about me? Stay put. Ever wonder what it's like to be a bird? Huh? Und tschüss. Ist die Mission jetzt vorbei oder kann ich jetzt noch weitermachen? Weil ich würde schon noch gerne ins Labor. Ah ja, okay. Ich muss weiterhin aufpassen. Könnten überall versteckte Gegner sein. What's that noise? Komm, man find's raus. Start talking. Start talking. Start talking. Ja, der weiß nichts, was ich wissen möchte. Kann der denn was, ist die Frage. Nicht wirklich. Nicht links rum müssen. Wenn sich da ein Fenster ergibt, dass ich durchhuschen kann. Der sich jetzt umdreht, genau. Wir gucken, was hier links ist. Okay. Hier geht's dann wieder runter. Da will ich aber nicht hin.
Kurz checken, ob der was kann. Ganz wichtig. Nee, gar nichts kann der. Oh, hier ist ein Gefangener. Interessant. Bewegt der Typ sich? Nicht so aus. Mich einmal noch hier links umgucken. Weiß nie, was man noch so findet. Nichts Interessantes. Mich nicht hoch. Und da ist das Labor. What? It won't open. Damn. It won't open. What's wrong with it? Tja, Huey darf da wohl nicht mehr rein. Ah, ich würde gern noch ein Stück weitermachen. Ich will noch in das Labor rein. Snake? Huey, your ID card isn't working. It won't open the lock. It can't be. What's going on? She hates me that much? Strangelove's in charge of authorizing IDs. Sometimes a working card has its privileges removed. Say, if she decides she doesn't like that card's carrier. You think that's what happened? Well, I was never exactly her favorite. Well, this could be tricky. The soldiers outside aren't allowed in the lab either, so their cards won't do you any good. Great. Snake, Kaz, where's Cecile? she just got here. Hold on. Snake! Cecile, how'd it feel to fly? Wonderful. For a moment, I felt what it must be like to be a bird. It almost made me want to give up my research and get a pilot's license. Did you need something? You said you'd gotten an ID card, right? Yes, but it was confiscated when the guards got me. Who took it? What did he look like? He had an orange jacket. I cannot recall his face, though. Yeah, they all look pretty much the same. Where did it happen? Let me think. Ah, yes! I do remember hearing the song of a nearby kettle. Just what I'd expect from a birder. Would you like to hear it? Huh? What's that song? It's my cat cell. I took it with me when I was rescued.
Didn't you say something about them being covered under the Washington Convention? Just kidding. That was just me. An imitation. An essential skill for any ornithologist. Pretty good, no? Damn good. If you want to hear the Quetzal song again, just let me know. I can tell you all about the birds of Costa Rica, too. Yeah, will do. Thanks, Cecile. No. Thank you, Snake. Talk to you soon. Kaz, did you play that tape for Cecile? I sure did. It's hers, all right. Then she must be... She's not. Cecile says she's never even met Paz. What? She's at least 10 years too old. I'm guessing Paz convinced herself that it was the tape her friend made. But never mind that. Let's go over what we know so far. The soldier with the ID card is wearing an orange jacket and is in a location where you'll hear Quetzal singing. Find that soldier, retrieve that card. Orangene Jacke. Kriegen wir hin. I got a report in from the R&D team. They finished plans for a new hex-type plant, and today they're gonna start construction on the first block. Can't wait to finally say goodbye to this scrap heap. Only thing is, we don't have nearly enough GMP. We'll need to recruit more soldiers to get more GMP. You know what to do, Snake. Mehr Leute extracten. Oder so. Hab gehört, das soll helfen. Okay, gucken wir mal. Hello. Okay, ich habe überall noch genug Platz, das ist gut. Also Tiger Shark, du kommst natürlich ins R&D-Team. Du, mein Freund, kommst gerade so ins Intel-Team. Combat Team, auch Combat Team, auch Combat Team. Richtig viel Zuwachs im Combat Team hier gerade. Ja, klar, das sind auch die Leute, die hier Money machen, ne? Du kommst ins Medic-Team. Ziel. Kommt erstmal ins Intel-Team. Oh ja, der hat sich freiwillig gemeldet. Mhm. Bin ich aber sehr froh, dass der sich freiwillig gemeldet hat. Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwie Freiwillige finden. Looks like our reputation is spreading. We've got battle-hardened veterans from all kinds of places trying to join our army. But they insist on testing your skills to see if you're the real deal before they'll join. Let's put these arrogant upstarts in their place. Take them down using Einmal kurz auf die Fresse hauen und dann wissen die hier, wer der Boss ist. Reporting for duty. That all you got? Okay, enough.
Ja, das war easy. Ich fände das geil, wenn da einfach mal irgendwie ein paar Wilder auf einmal kommen würden. So eine schöne CQC-Chain starten. Dass alle auf dem Boden liegen. Aber naja. Dorado. Das ist jetzt auch nicht so sehr gelohnt, ehrlich gesagt. Komm mit. Ah, gucken wir mal. Hier, das sieht gut aus. Einer verletzt. Und direkt noch Leute rekrutiert. Alter, was habt ihr da gemacht, Leute? Oh, da ist jemand gestorben. Schade. Charlie, nein. Auch erfolgreich, nice. Und da haben auch noch Leute rekrutiert. Das war ja richtig gut. Dann ordne ich die mal noch eben zu. R&D. Mensa. Auch Mensa. Definitiv Mensa. Combat. Dann kann ich wieder Leute losschicken. Okay, da habe ich alles gemacht. Attack Chopper Unit. Aber da packen wir mal unseren eigenen Chopper rein. Und ersetzen Killfish mit Flamingo. Knapp. Mal gucken. Mache ich mal noch ein Team mit Frischfleisch. Die was können. Ja, sieht so aus. Ja, die können was. Kann ich noch ein Team losschicken? Für eine C-Plus-Mission? Ich glaube das... Oh nee, das schaffen die nicht.
Nee. Vielleicht sowas. Nein. Aber jetzt kommen die ganzen Low-Level-Leute, ne? Aber egal, die schaffen das trotzdem. Glaub an euch, Jungs. Ja, das schaffen die. Sag ich. 5 Teams draußen. Holy shit. Die müssen dann aber richtig Money machen. Hier was Wichtigeres zu entwickeln. Night Vision. Stufe 2 wäre schon gut, glaube ich. Kann ich den auch noch machen? So, locate the ID card. Snake, to gain access to the lab, you'll need an ID card. You can get one from a guard in an orange jacket stationed in an area where you can hear Quetzal singing. To get the ID card from the soldier, do a body check. You've got to get inside that lab before the AI gets shipped out. Get a move on. You can steal items from soldiers by putting them to sleep or knocking them out and then doing a body check. Get close to the unconscious soldier and press the action button when you see the icon. Or you can sneak up on them from behind and do a hold-up. It also works if the soldier's near death. Keep in mind though, if you wait too long, you'll have a dead soldier instead of a dying one. And you can't do a body check if you're holding the Fulton recovery device either. So don't try. Okay. Scouts are outfitted with camouflage to help them hide. Some of them look kind of weird, like they've got seaweed growing all over them. Ah, ghillie suits. Not much difference between them and any other scout in terms of combat ability, but it does make them harder to spot. I'm sure it does. You've come across these Yep. before. Yeah, the Soviet Auch Union. gerade. The first time, it took me a full hour to find the guy and take him out. Kaz, do you know what they shine? Shine? Like how? Like, from their heads. Their heads? How about their hair? Do they have a lot of it? What are you talking about? How the hell would I know? How about a parrot? Did anybody hear a parrot squawk? A parrot? Look, Snake, you're talking to the wrong guy. I mean, Cecile's the bird expert. Wait a second, what am I saying? You're not making any sense Doch. to begin with. Never mind. It's a long story. I'll figure it out another way. Forget about it. Yeah, I'll do that. Anyway, we've already lost too many good people to these surprise encounters. Make sure you don't end up like Also, one die of them. Ent hatte keine Haare und einen Papagei. Und der war sehr gut getarnt. Und der hat geleuchtet am Kopf. Wegen seinem Visier. Also macht schon Sinn. I do not know if I recall such large ruins being there. Well, didn't you say there's a lot we don't know about Costa Rica's ancient civilizations? You talked about some giant stone balls, too. What are those? Oh, the stone spheres of Costa Rica?
They are an assortment of giant spheres carved from stone that were discovered in the jungles of Costa Rica about 50 years ago. What's so special about that? What if I told you some of them are nearly perfect spheres, and that they were carved out of granite, which is quite a hard substance? Could be good for laying a trap. And if they're spherical, they roll easily too. Snake! Snake denkt nur praktisch. Snake, be careful when going through areas you've passed through before. The enemy could be waiting to ambush you. And do you know how to identify the soldier with the ID card? Yeah, Cecile told me. He's in a forest with some Quetzals wearing a orange jacket. He'll be from the lab, probably out on patrol. Do a body check to see if he's got the card. Did you see a Quetzal snake? Yep. What do you think? Did it look like a snake? Huh? No, it didn't look like a snake. Oh, really? Must be different from the Quetzalcoatl then. Quetzalcoatl. A winged snake from the Mayan and Aztec legend. A winged snake. Weird, right? I bet it's UMA. Amanda and everybody says Quetzalcoatl is a Quetzal in the form of a god. But there's no way anybody mistake a snake for a bird. I think the legend of Quetzalcoatl came first. Somebody saw it and adopted it as their god before they saw the Quetzal. After that, somebody saw a bird that looked like the image of the god, and so they named it Quetzal. You mean it happened the other way around? Well, if you ask me, the Quetzalcoatl was probably a pterosaur that survived. I mean, it's got wings and it's a reptile, so it probably looks kind of like a snake, right? Pterosaurs live on in Africa even today. They're called the Congamato and the Elitziao. So it makes sense that there'd be pterosaurs on the American continent too, and that they survived until the Mayan and Aztec eras. Lucky for us, they're not still around today. Who says they aren't? The dinosaurs supposedly died out 65 million years ago, and the Aztec civilization only rose about 600 years ago. If they managed to survive 65 million years, surely they couldn't be wiped out in 600. Na, doch. Geht schon. Es geht sehr schnell. Menschen. Pterosaurs survive today in the African countries of Cameroon and Congo. Each tribe calls them by a different name, like Congamato or Litziao. There sure are a lot of dinosaurs running around the Congo. Well, a lot of the land hasn't been settled by humans yet. They've survived all this time, just undiscovered by man. But they're finding fossils in America too. This one they found 3 years ago in Texas had a wingspan of more than 12 meters. If I saw a gigantic pterosaur like that, I'd probably call it a god too. Yup, I'm sure that's what the Quetzalcoatl really is. Bestimmt, Chico. Bestimmt. Ah, ja, nee. Lass uns da mal nicht drüber reden. Ich brauche Platz. Das hat nämlich... Kann ich hier irgendwie empty? Ah, okay. Dann let's go. Also, Typ mit orangener Jacke muss ich suchen. There's supposed to be a Quetzal singing close to where your target is located. Keep your ears open.
warst vorhin noch nicht hier. Fulton recovery helicopter Ja, is komm ich nicht complete. hoch. Ich würde gerne an dem vorbei, ohne den auszuschalten. Aber ich hoffe mal, der ist... If you forget what a Quetzal sounds like, give Cecile a Ja, call ja. on the radio. She'll remind you. Once you know which soldier has the ID card, do a body check. To do a body check, first knock the soldier out, or put him to sleep, or hold him up. That works too. Sniper haben sich alle bewegt anscheinend. Weiß nicht mehr, wie weit ich muss. Oh nice, dich nehme ich mit. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Ich würde noch kurz da in der Ruine gucken, ob da jemand vielleicht ist. The soldier carrying the ID card is supposed to be wearing an Ja, orange ich weiß, jacket. Miller. Ich habe zugehört.
Da ist ein Quetzal in der Nähe. Ich noch weiter zurück. Liegt der andere Sniper? Ja. C-Wing können wir mitnehmen. Fulton recovered. Somebody's here! Enemy sighted. Requesting backup. Understood. Dispatching reinforcements now. Mist. Who's that? Somebody's here! Nun, meine Herren, wir haben uns versammelt, um herauszufinden, wer von ihnen würdig ist, hier weggebracht zu werden. Irgendwie ist es keiner von euch. Was ein bisschen schade ist.
Ah, nee. Ich höre ihn. Oder? That is what a ghetto sounds like. Nee, ich höre den nicht. Womit muss ich denn zurück? Ich bin jetzt schon ein ganzes Stück zurückgelaufen. Da ist er. Jetzt höre ich auch den Ketzer. Snake, pick it up. Oh, nice. Da hinten ist noch ein Gefangener. Ja, das war nicht mein Plan. Und wieder zurück.
Aber ich kann ja eine kleine Abkürzung nehmen, das ist doch immerhin etwas. Hatte ich den analysiert? Geil. Den habe ich bestimmt analysiert. Bin ich auch schon fast wieder oben? Somebody there? Du hast dich bewegt. Huh, no. Okay. Ist irgendwas wert? Wahrscheinlich nicht, oder? Meine Herren, ich müsste mal hier durch. Bitte drehen Sie sich um. Beide. Danke. Ihr schläft noch tief und fest, das ist gut. Dann sollte ich hier jetzt auch vorbeikommen, wenn da keiner hinguckt. Sehr gut. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich bin beim Labor. Yes. Excellent. It's open.
And who might you be? You. Dr. Strangelove, I presume. I've been waiting, Snake. Yes, waiting without joy or pleasure. Waiting for the one I despise. Don't move! Don't move? You men and your guns. You all say the same thing. I suppose you're here to destroy my research. Yes, I know. Just as I know what you did 10 years ago. Go on. Kill me like you killed her. Kill me like you killed the boss. Kill me! What exactly do you... Come on, Snake. Or should I say Big Boss? That filthy title given you as reward for murder. Do you still wear it with pride? You chose a shadowy country over the mentor who made you what you are. You brought despair to good Du soldiers weißt gar everywhere. nichts. You used the pretext of a mission to kill a true hero. Is that what you call loyalty? Answer me! The boss. Well, what do you have to say for yourself? She betrayed America. She stole a Davy Crockett and then defected to the other side. She used an American nuclear weapon to attack Soviet territory. The only way for Washington to prove its innocence to Moscow was to eliminate the traitor themselves. The boss's death was the only thing that could have prevented all-out nuclear war. Is that what you call the truth? It's the truth as it was told to me. So the truth is that you sullied the reputation of your mentor, the woman you loved most in this world, before you buried her. It was my mission. Huh. So that's the conclusion you came to in order to live with yourself. What's the boss to you? I'm the one she abandoned when she left this world. I won't rest until I get answers from the woman I loved. You and I are the same. We are the walking dead. Du weißt gar nichts. Nichts. Would you like to meet her? The boss is gone. Not so fast. You'd like to meet her, wouldn't you? I can arrange it. You took her life. I gave it back. You what? Care for a sniff? It's only snuff. You're a cigar man, aren't you? Well, there's no smoking in there, so if you want to meet her, you'd best partake now. Follow me. This is my baby, my morpho butterfly. It's neither pupa nor cocoon, but an imago. A complete individual, in the fullest sense of the word. Is someone there? Boss. We have a visitor. I'll introduce him. Don't try anything foolish. As long as we're in here, I can reduce you to carbon at the press of a button. Who are you? A man. A warfighter. Boss. Is that you? I call it the mammal pod. Mammal pod? For my participation on the project, I demanded access to all information on the boss. Everything the CIA had. Her personal history, military records, physiological data, correspondence, the files for every operation she took part in, every decision she ever made at every possible turn, what she took and what was taken from her, her pain and her pleasure, her joy and sorrow, her life and death, and yes, even you. Why would you do that? Coldman sought an MAD-based AI that would deliver an effective retaliatory strike against the most appropriate target in response to a nuclear attack from a hypothetical adversary. An unmanned device to act as a deterrent capable of making the decisions and taking the actions that human beings cannot. I therefore concluded he required a cool, calculating machine, programmed to inflict swift, sure, and utter annihilation upon the enemy. No retaliation.
but he took it upon himself to come up with a different answer. He said he needed the thought patterns of the very finest rational mind, one that thought on a global scale, took both past and future into consideration, and reached the best decision, no matter how painful. And that's why you asked for everything they had on the boss. It was the logical thing to do. I knew of only one person who could be entrusted with the fate of the entire human race. What's your real goal here? To clear her name. Why was a legendary hero forced to betray her country? Why was she targeted for assassination by you, her most beloved disciple? I have no use for fabrications. I want the truth. The boss's last will. You must be dying to know yourself. No. No. She abandoned her country. Abandoned us all. Really? You think you understand her feelings? You're trying to recreate the boss's last will. Is that it? Why don't you ask her yourself, Jack? Jack? What? Jack? Boss. Jack! Boss. Jack! Go home. I'm not your boss anymore. Boss? Go home! No, Complete your mission, Snake. Extinguish that noble soul once again. If you can. Boss ist tot. Ich weiß nicht mehr, was jetzt kommt. Ich hab's voll vergessen. Ich muss jetzt Sachen einfach rausziehen, ne? Ich weiß nicht mehr, ob es da ein Pattern gibt, das ich verfolgen muss. Reicht das? What is this? This response? Oh God! Discontinue! I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? Du hast das Quicktime-Event verkackt. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. There's a Ich saying hasse in the Quicktime-Events. Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think.
The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. Wie schnell soll ich denn reagieren? As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think. The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. I'm defecting to the Soviet Union. Jack, you can't come with us. Und jetzt kommt der Kampf gegen Chrysalis. Aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute, den lasse ich mir fürs nächste Mal. Reicht jetzt auch so mit 7 Stunden, ne? Aber das wollte ich noch, da wollte ich noch hinkommen. Ich wollte noch zu The Boss. Ich werde mir jetzt auch keine Sachen mehr anhören. Wird mir vielleicht am Anfang der nächsten Session nochmal ein paar Sachen anhören. Weil es gibt echt ein paar Sachen sollte man schon gehört haben. Finde ich. Ja, guck beim nächsten Mal in die Sachen alle nochmal rein. Und dann. Ja. Speichern. Zur Sicherheit nochmal speichern. Und dann. Machen wir aus. Ja. Metal Gear Solid Peace Walker. Wunderschönes Spiel. Die Bosskämpfe gehen mir alle voll auf die Nerven. Aber richtig. Also diese ganzen Fahrzeugbosse, die sind so ätzend. Aber ja, der Rest ist ganz cool. Und die Story, ey, passiert so viel cooler Kram, der also auf Metal Gear Solid 5 hingeht. Und Metal Gear Solid 5 ist einfach so gut. Wir müssen auf jeden Fall nächstes Mal noch ein paar Tapes hören. Weil da sind schon ein paar Sachen, die sind wichtig. So für die ganze Metal Gear Solid Storyline und so. Aber naja. Da kämpfen wir uns nächstes Mal ein bisschen durch. Und dann auch durch Chrysalis. Chrysalis wird nicht schön, glaube ich. Weil ich glaube, das war einer von den einfacheren Bosskämpfen.
bin jetzt auf jeden Fall raus. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.